Guten Tag alle zusammen. Es ist immer schön zu sehen, wie viele Leute sich freiwillig eine Mathe-Vorlesung anhören. Das kann ja also gar nicht so schlimm sein mit der Mathematik. Das Thema der heutigen Vorlesung, also, oder sagen wir mal der reißerische Titel, mit dem ich versucht habe, ein paar Leute hierher zu locken, ist, wie man $1 Million verdient, ohne das Bett zu verlassen. Das mit dem Bett erkläre ich gleich, das mit der Million kommt auf der nächsten Folie. Vorweg muss ich sagen, steht unten rechts, diesen schönen Titel habe ich mir nicht ausgedacht, sondern den hat sich ein russisch-amerikanischer Mathematiker namens Alex Kontorovich ausgedacht. Der hat den mal bei einem Vortrag in Yale, glaube ich, benutzt. Überhaupt, wenn Sie irgendwelche schönen Ideen in diesem Vortrag sehen, die sind mit Sicherheit nicht von mir. Die großen Ideen sind von irgendwelchen großen Mathematikern, das werde ich dann sagen. Und die kleinen Ideen sind wahrscheinlich auch von irgendwem anders. Sage ich vielleicht am Ende noch was dazu. Also, wieso nicht das Bett verlassen? Das hat natürlich damit zu tun, wie Mathematik funktioniert. In anderen Wissenschaften muss man Experimente machen, ins Labor gehen, viel Geld ausgeben, Leute befragen, alle möglichen Dinge machen. Und Mathematik muss man nichts davon machen, das kann man auch im Bett betreiben. Sie brauchen, wenn es hochkommt, einen Zettel und einen Bleistift. Manche brauchen nicht mal das. Zum Beispiel René Descartes, haben Sie vielleicht schon mal von gehört. Das ist der mit Cogito ergo sum, ich denke also bin ich. Wenn man die Philosophie auf einen Satz reduzieren will. Der war auch ein großer Mathematiker und von dem heißt es, dass er im Allgemeinen nicht vormittags aufgestanden ist, weil er vormittags im Bett gelegen hat und über Mathematik nachgedacht hat. Also man kann Mathematik im Bett betreiben, ist ganz praktisch. Und das ist aber nicht der eigentliche Titel, das war nur, um Sie anzulocken. Der eigentliche Titel des Vortrags ist die Riemannsche Vermutung. Wenn Sie im letzten Jahr da waren, da habe ich Ihnen etwas erzählt über so ein paar ausgewählte, ungelöste mathematische Probleme, die übrigens immer noch alle ungelöst sind. Ich weiß gar nicht, was Sie gemacht haben das letzte Jahr. Das waren auch alles sehr interessante Probleme, die teilweise schon sehr lange ungelöst waren. Dies hier ist sozusagen das ungelöste Problem. Also wenn Sie mal so eine Umfrage bei Mathematikern machen, dann werden wahrscheinlich 9 von 10 Mathematikern sagen, dass das wohl das wichtigste, größte, ungelöste Problem ist. Darum soll es heute gehen. Und ich fange mal an, weil das ja eine Weihnachtsvorlesung ist, mit einer Folie, die alle Jahre wieder heißt, wobei Sie sehen schon, das heißt eigentlich alle 100 Jahre wieder. Das da unten ist David Hilbert. War um die letzte Jahrhundertwende, also um 1900 rum, einer der bekanntesten Mathematiker der Welt. Und ich muss vielleicht gleich mal vorweg schicken, obwohl unsere Gleichstellungsbeauftragte heute nicht hier ist, es werden heute nur Männer auf diesen Folien vorkommen, tut mir sehr leid. Ich kann aber zumindest zum Ausgleich eine schöne Anekdote über Hilbert erzählen. David Hilbert war der große Mathematiker in Göttingen, was damals so eines der Weltzentren der Mathematik war, und hatte eine sehr talentierte Studentin, die bei ihm promoviert hat, Emmy Noether. Und das war 1915 und zu der damaligen Zeit gab es in Deutschland keine Professorin, das war undenkbar. Hilbert wollte aber gern, dass Frau Noether habilitieren konnte bei ihm und darum hat er das seiner Fakultät vorgeschlagen. Also vielmehr hat er seiner Fakultät vorgeschlagen, sie möge doch bitte bei der deutschen Reichsregierung einen Antrag stellen, dass Frau Noether habilitieren kann. Und ist damit auf ziemlich heftigen Widerstand gestoßen, weil die ganzen alten konservativen Säcke gesagt haben, das kann nicht sein, dass hier eine Frau habilitiert. Und daraufhin war Hilbert irgendwann so erzürnt, dass er mit der Faust auf den Tisch geschlagen hat, hat gesagt, meine Herren, ist das hier eine Badeanstalt oder eine Fakultät? Und das hat wohl immerhin dazu geführt, dass er dann schließlich die Fakultät überzeugt hat, diesen Antrag zu stellen, aber die Reichsregierung hat abgelehnt. Das ginge ja gar nicht, dass Frauen habilitieren. Das heißt, die musste dann noch ein paar Jahre warten, bis nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, ist dann aber immerhin die erste Professorin in ganz Deutschland geworden. Gut, aber ich wollte Ihnen eigentlich was anderes erzählen. Im Jahre 1900 fand einer der ersten weltweiten Kongresse der Mathematiker statt. ICM ist die Weltorganisation der Mathematiker. Die haben sich damals in Paris getroffen, weil zur gleichen Zeit da die Weltausstellung war. Und dieser bekannte David Hilbert wurde gebeten, einen von den Hauptvorträgen zu halten. Und der hat als Thema genommen, weil es ja die Jahrtausendwende war, oder weil es die Jahrhundertwende war,
was werden wohl die Probleme sein, die uns Mathematiker in den nächsten 100 Jahren beschäftigen? Und er hat eine Liste vorgestellt, in seinem mündlichen Vortrag 10 Probleme. In dem Artikel, den er nachgereicht hat, hat er das auf 23 Probleme angereichert. Das, meinte er, waren die großen offenen Fragen in der Mathematik. Und er hat damit ganz gute Voraussicht bewiesen, weil viele von diesen Fragen tatsächlich fast das ganze Jahrhundert die Mathematiker beschäftigt haben. Was so ein bisschen vielleicht auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung war, weil Hilbert halt sehr bekannt war. Und wenn der sagt, das ist ein wichtiges Problem, dann stürzen sich halt viele drauf und versuchen das zu lösen. In dieser Liste kam zum Beispiel als erstes Problem vor die Kontinuumshypothese. Und als 8. von 23 Problemen kam vor die Riemannsche Vermutung, um die es heute gehen soll. Jetzt springen wir 100 Jahre weiter. In Cambridge in den USA hat ein Millionär eine Stiftung gegründet, Clay heißt der Herr, und das Ziel dieser Stiftung soll sein, die Mathematik voranzubringen. Die haben eine ganze Reihe von sehr schönen Projekten, mit denen sie versuchen, die Mathematik populärer zu machen. Und einer der Versuche, die Mathematik populärer zu machen, war der, dass die gesagt haben, wir machen mal 100 Jahre später sowas, was Hilbert damals gemacht hat, das war ja sehr erfolgreich. Wir überlegen uns, was für die nächsten 100 Jahre die großen Probleme in der Mathematik sein werden. Damit ist die Stiftung, die Clay Foundation, zu den bekannten Mathematikern der Welt gegangen und hat die gebeten, mal so eine Liste zusammenzustellen. Und die haben sich auf 7 große Probleme geeinigt. Und der große Unterschied zu Hilbert damals ist, bei Hilbert gab es nur Ruhm. Die Clay Foundation hat, gutes Marketing, für die Lösung jeder dieser 7 Fragen $1 Million ausgeschrieben. Das heißt, wenn Sie eine von diesen Fragen lösen können, werden Sie nicht nur Ruhm für die Ewigkeit bekommen, sondern auch noch $1 Million von der Clay Foundation. Und unter diesen 7 Fragen ist zum Beispiel die Birch, Swinnerton und Dyer Conjecture und so weiter. Und dann kommt an Punkt 6 die Riemann-Hypothese, die immer noch offen ist. Das ist die einzige offene Frage, die sowohl auf der Hilbert-Liste steht, als auch auf der Millennium Prize-Liste. Millennium Prize ist der Name von diesem $1 Million Preis. Also da stehen jetzt 7 Fragen drauf. Wir wollen uns mit der 6. heute beschäftigen. Vielleicht mal so als kleines Detail am Rande. Eine von diesen 7 Fragen wurde gelöst, die sogenannte Poincaré-Vermutung, etwas, was auch schon 100 Jahre ungelöst war, von einem Russen namens Perelman. Der hat auf die 1 Million verzichtet, hat gesagt, ich will die gar nicht haben, ich wollte nur die Frage lösen. Ihm wurde dann auch noch die Fields-Medaille angeboten, das ist sowas wie der Nobelpreis der Mathematik, hat er auch gesagt, interessiert mich nicht. Der lebt jetzt irgendwo zurückgezogen in Russland, ich glaube bei seiner Mutter, gibt keine Interviews, redet mit niemandem, aber er hat eins von diesen 7 Problemen gelöst. Er hätte aber auch die Million nehmen können, wenn er gewollt hätte. Gut, wir vergessen jetzt mal die Million und denken auch nur noch an die eigentliche Frage. Also im Rest des Vortrags soll es um diese Riemannsche Vermutung gehen. Erstmal so ein bisschen drumherum. Warum ist das so ein großes Ding? 1859 hat Riemann diese Vermutung formuliert, und zwar in einem kleinen wissenschaftlichen Artikel, nur 8 Seiten, der den Titel trägt, über die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Größe, in den Monatsberichten der Berliner Akademie erschienen. Ich werde das gleich noch ein bisschen genauer erklären. Wenn man sich mit Primzahlen beschäftigt, dann befindet man sich in einem Bereich der Mathematik, der Zahlentheorie heißt. Der Witz ist, dass Riemann sich eigentlich überhaupt nicht mit Zahlentheorie beschäftigt hat. Der hat in seinem ganzen Leben nur einen einzigen Artikel über Zahlentheorie geschrieben, nämlich diesen hier. Nur diese 8 Seiten. Dieser Artikel gilt immer noch als einer der wichtigsten und wegweisendsten Artikel der Zahlentheorie, der jemals geschrieben wurde, was für andere Mathematiker, die sich ihr ganzes Leben mit Zahlentheorie beschäftigen, vielleicht ein bisschen frustrierend ist, wenn da so ein Außenseiter kommt und schreibt ein Paper und das beschäftigt die anderen 150 Jahre lang, aber so ist es halt manchmal. Also, seit 1959 ist diese Frage offen, die Riemann selbst in diesem Aufsatz eigentlich nur so nebenbei erwähnt hat. Was genau die Vermutung ist, müssen Sie noch ein bisschen warten, bis ich Ihnen das sage. Und seit diesen über 150 Jahren hat es schon ziemlich viele Versuche gegeben, diese Vermutung zu beweisen oder zu widerlegen. Da haben sich natürlich sehr viele Leute dran versucht, haben sich dann aber auch die Zähne ausgebissen. Bisher ist es keinem gelungen. Das war dann meistens so, wie es hier in dieser schönen Karikatur aus dem New Yorker ist, dass ein toller Beweis vorgelegt wurde, aber irgendwo drin war dann doch eine Lücke und es war dann doch kein richtiger Beweis. Vielleicht 2 Beispiele. Es gibt einen inzwischen 84 Jahre alten Franco-Amerikaner namens Louis de Branche,
der sich, so wie es aussieht, mindestens die letzten 30 Jahre seines Lebens damit beschäftigt hat und inzwischen so eine Art tragische Figur geworden ist. Der haut dann immer wieder ganz große Paper raus, die inzwischen gar keiner mehr liest, weil er schon so viele Fehler gemacht hat. Und es könnte natürlich sein, dass er inzwischen die Riemannsche Vermutung bewiesen hat, aber es findet sich gar keiner mehr, der das überhaupt prüfen will. Wenn Sie das interessiert, gab darüber mal auf 3 Seiten einen Film, den kann man auch auf YouTube finden, der heißt Die Codeknacker, so ein 20-Minuten-Feature. Der ist im Wesentlichen über diesen Herrn de Branche, wie gesagt, das ist so ein bisschen eine tragische Figur. Gibt aber auch immer wieder andere lustige Geschichten. Im letzten Jahr gerade, erst 2015, konnte man in einigen Zeitungen lesen, das ging sogar bis BBC und Independent, dass ein nigerianischer Mathematiker namens Opeyemi Enoch die Riemann-Hypothese bewiesen hätte. Von dem hatte niemand vorher was gehört, aber der ging dann durch die Weltmedien und danach hat man auch nie wieder was von ihm gehört. Also er hat nie einen Artikel veröffentlicht und nehmen wir mal an, er hat die wahrscheinlich nicht bewiesen, die Riemann-Hypothese. Es ist noch offen. Was an der Riemannschen Vermutung auch ganz besonders ist, in wie vielen Fachartikeln sie zitiert wird, und zwar auf eine ganz besondere Art und Weise. Wenn Sie einen mathematischen Fachartikel lesen, dann die sind eigentlich immer gleich. Wenn Sie, sagen wir mal so, wenn der Satz von Pythagoras wirklich von Pythagoras wäre, ist er nicht, und Pythagoras würde heute noch leben, dann würde er ein Paper über den Satz des Pythagoras, der natürlich anders heißen würde, veröffentlichen und würde sagen, Satz, wenn Sie ein rechtwinkliges Dreieck haben, dann ist die Summe der Quadrate über die Katheten das gleiche wie das Quadrat über die Hypotenuse. Dann der Beweis. So sehen normale mathematische Artikel aus. Ein Satz und der wird dann bewiesen. Es gibt aber einige hundert mathematische Artikel, in denen steht, die folgende Aussage gilt, und das werde ich gleich beweisen, wenn die Riemannsche Vermutung gilt. Also einige schätzen, dass das 500 bis 1000 Artikel sind, in denen Dinge bewiesen werden, die nur dann stimmen, wenn die Riemannsche Vermutung stimmt. Es gibt nichts Vergleichbares in der Mathematik, wo Leute sich sozusagen darauf verlassen, irgendwann wird das schon mal jemand beweisen und dann wird automatisch mein Satz mitbewiesen. Das zeigt wahrscheinlich auch, wie wichtig diese Vermutung ist. Und noch eine vierte Sache, um die so ein bisschen einzuordnen, die Riemannsche Vermutung, weil hier ja die meisten Leute so ein bisschen was mit Informatik zu tun haben. Die Riemannsche Vermutung ist das erste mathematische Problem überhaupt, an dem mit Computerhilfe geforscht wurde. Und zwar mit diesem Computer hier. Das ist der Manchester Mark I. Das ist der erste Rechner oder der Nachfolger eines Prototyps, der erste Rechner war, der eine von Neumann-Architektur hatte. Das sagt Ihnen ja wahrscheinlich allen was, das kommt irgendwann mal in der Informatik vor, dieser Begriff. Das war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar 1950 hat Alan Turing, den kennen Sie, glaube ich, auch alle, wenn Sie irgendwie was mit Informatik zu tun haben, sich daran versucht. Und ich habe hier mal hingeschrieben, er hat damit 1104 Nullstellen der Zeta-Funktion berechnet. Das muss ich natürlich jetzt erklären. Die Zeta-Funktion werde ich Ihnen gleich noch vorstellen. Die hängt mit der Riemannschen Vermutung zusammen. Und Sie werden noch lernen, dass es sehr wichtig ist, etwas über die Nullstellen dieser Funktion zu wissen. Bis man zum ersten Mal mit Computern damit arbeiten konnte, nämlich 1950, Alan Turing, musste man diese Nullstellen von Hand ausrechnen. Und der damalige Rekord lag bei ungefähr 1000. Das hat ein englischer Kollege von Turing tatsächlich von Hand ausgerechnet. Und Turing hat sich vorgenommen, mit diesem neuen Computer an der Universität in Manchester, an dem er mitgearbeitet hat, gleich mal 5000 Nullstellen auszurechnen, um ein bisschen weiter zu kommen mit der Riemannschen Vermutung. Leider ist das Ding nach 1104 Nullstellen kaputt gegangen. Das heißt, er hat diesen Rekord von 1000 jetzt gar nicht so weit übertreffen können. Es ging auch nicht ums Rekorde übertreffen, aber jedenfalls ist das nicht so ausgegangen, wie er sich das gewünscht hat. Turing hat übrigens 1939 schon zum ersten Mal die Idee in einem Artikel geäußert, mit Hilfe von Computern an die Riemannsche Vermutung ranzugehen. Damals war seine Idee noch, etwas zu benutzen, was wir heute Analogcomputer nennen würden. Wenn Sie das interessiert, schauen Sie mal in Wikipedia unter Gezeitenrechner nach. Es gab schon in den 30er Jahren Rechner, die auf analoge Art und Weise, also mit mechanischen Methoden quasi, die Gezeiten vorhergesagt haben. Und Alan Turing hat sich eine Methode überlegt, 1939, wie man das machen könnte mit so einem Gezeitenrechner, wurde dann aber sozusagen durch den Zweiten Weltkrieg unterbrochen, weil er ja einer von denen war, die federführend am Knacken der
Nazi-Codes beteiligt waren und hatte dann keine Zeit mehr dafür, Gezeitenrechner umzubauen, um die Nullstellen der Zeta-Funktion auszurechnen. Vielleicht nochmal für die Informatiker unter uns, das ist eine typische Ausgabe von diesem Manchester Mark I, so sah das aus. Das sah so aus, weil die Leute, die das konstruiert haben, einen damals üblichen Fernschreibercode benutzt haben. Jedes von diesen Zeichen, die Sie da sehen, steht für 32 Bit. Und die 32 Bit können entweder eine Zahl bedeuten, die man dann 32 Bit kodiert auch noch rückwärts lesen muss und von Hand in eine richtige Zahl umrechnen muss. Oder diese 32 Bit können Teil einer Anweisung sein, weil jede Anweisung immer 20 Bit war. Das Ding war also, wie Sie sich vorstellen können, ziemlich schwer zu programmieren, weil man doch ziemlich viel noch von Hand machen musste. Wenn Sie jetzt mal so die Daten von dem Gerät haben wollen, Sie sehen ja, der war so groß, dass er einen ganzen Raum angefüllt hat. Wenn das heute im Mediamarkt im Schaufenster stehen würde, dann würde man sagen 1280 Byte RAM und Taktfrequenz ungefähr 500 Hertz. Das heißt, um mal klarzumachen, was die Größe von dem Hauptspeicher war, das Foto, was Sie da sehen, hat 67 Kilobyte. Das heißt, man hätte in den ganzen Computer höchstens den kleinen Hocker da hinten reingekriegt. Dann wäre der schon voll gewesen. Damit dann trotzdem über 1000 Nullstellen der Zeta-Funktion auszurechnen, muss man erstmal machen. Okay, das zum Stellenwert der Riemannschen Vermutung. Hilbert, der das als eins der 23 Probleme formuliert hat, hat irgendwann später mal gesagt, wenn ich nach einem 1000-jährigen Schlaf aufwachen würde, wäre meine erste Frage, wurde die Riemann-Hypothese bewiesen? Also wenn er jetzt nach 100 Jahren geweckt wird, ist die Antwort nein. Dann kann er erst nochmal weiter schlafen, dann können wir ihn nach 100 Jahren nochmal wecken und gucken, ob sie bis dann gelöst wurde. Jetzt vielleicht nochmal ein bisschen zu Riemann selbst. Das ist Herr Riemann. Wenn Sie nah genug dran sitzen, sehen Sie, er guckt ein bisschen muffig und die Brille sitzt schief. Geboren 1826 in Breselenz, ist gar nicht weit von hier, liegt an der Elbe in Niedersachsen. Also wenn Sie sich jetzt schnell ins Auto setzen, sind Sie noch vor Ende des Vortrags in Breselenz. Aber vielleicht bleiben Sie besser hier. War Doktorand von dem berühmten Gauss, auf den ich noch zu sprechen kommen werde, auch ein sehr berühmter Mathematiker. Und Riemann ist wahrscheinlich einer der einflussreichsten Mathematiker des 19. Jahrhunderts gewesen. Hier mal so ein paar Bereiche, in denen er gearbeitet hat. Ich habe ja schon gesagt, Zahlentheorie, das da unten ist eigentlich nur so eine Nebenbeschäftigung von ihm gewesen, obwohl es darum heute gehen wird. Vielleicht zwei Dinge, die ich hier mal erwähnen sollte. Das eine ist das Riemann-Integral. Alle, die in der Schule irgendwann mal was vom Integral gehört haben, haben was vom Riemann-Integral gehört. Also das Integral, was normalerweise in der Schule uns beigebracht wird, ist das von ihm. Und eine Sache, die vielleicht noch wichtiger ist, er hat die Arbeiten von seinem Doktorvater Gauss über die sogenannte Differentialgeometrie weitergeführt. Das war, wie gesagt, Mitte des 19. Jahrhunderts. Das, was Riemann da entwickelt hat und was dann einige weitere Mathematiker in der Folge weiterentwickelt haben, ist die Grundlage geworden, 50 Jahre später, für die allgemeine Relativitätstheorie von Einstein. Also die allgemeine Relativitätstheorie ist ja im gewissen Sinne eine geometrische Beschreibung des Raum-Zeit-Kontinuums und die Geometrie, die man dafür braucht, ist die Differentialgeometrie, die Leute wie Gauss und Riemann entwickelt haben. Das wird uns aber alles nicht weiter interessieren. Wir reden eigentlich über Zahlentheorie heute. Vielleicht noch eine traurige Nachricht zum Schluss. Riemann ist 1866 in Italien in der Nähe des Lago Maggiore gestorben, ist also nur 39 Jahre alt geworden, an Tuberkulose. Das war damals ja noch unheilbar. Wenn Sie bei mir in der Mathevorlesung sitzen, dann werden Sie wissen, Galois ist mit 20 gestorben, Abel ist mit 28 gestorben. Also es gab in der Zeit einige, Abel übrigens auch an Tuberkulose, es gab in der Zeit einige Leute, die sehr früh gestorben sind. Wir werden aber später auch noch ein paar gute Nachrichten bekommen über Mathematiker, die sehr alt geworden sind. Letzte Sache noch, nach seinem Tod ist es offensichtlich so gewesen, dass seine Haushälterin ganz gründlich aufräumen wollte und hat dabei nebenbei, damit alles seine Ordnung hat, einen Großteil von Riemanns Notizen verbrannt, die man dann später gerne gesehen hätte. Ein paar wurden erhalten, aus denen zum Beispiel Karl Ludwig Siegel dann später noch irgendwelche Dinge rausgezogen hat. Also stand in den Notizen noch wesentlich mehr drin, als Riemann veröffentlicht hat. Aber ein Großteil davon ist für immer weg, weil seine Haushälterin so ordentlich aufgeräumt hat.
Gut, der Plan für heute, ich möchte Ihnen am Anfang erstmal vorstellen, worum es eigentlich geht. Also ich habe das mal genannt, was die Hauptakteure bei der Riemannschen Vermutung sind. Dann möchte ich, bevor ich Ihnen sage, was die Riemann-Vermutung ist, sagen, was Konsequenzen aus der Riemannschen Vermutung wären. 2 Beispiele. Dann endlich die Frage, was hat er denn nun eigentlich vermutet? Und zum Schluss ein Kapitel mit dem schönen Titel Die Musik der Primzahlen, ist natürlich auch nicht von mir. Auf solche Ideen komme ich nicht. Also fangen wir mal an mit den Hauptakteuren gleich. Ich muss vielleicht vorweg schicken, es geht natürlich jetzt um Mathematik, aber weil es ja eine Weihnachtsvorlesung sein soll, wird da eine ganze Menge von etwas drin sein, was man im angelsächsischen Bereich Handwaving nennt. Das heißt, ich werde über eine ganze Reihe von Details hinweggehen, damit es ein netter Vortrag wird. Fällt uns Mathematikern immer so ein bisschen schwer, weil wir eigentlich immer alles ganz genau erklären wollen. Aber wenn ich Ihnen das alles ganz genau erklären wollte, dann würden Sie alle schreiend wegrennen wahrscheinlich. Darum habe ich mich mehr darauf konzentriert, schöne Grafiken zu zeigen. Ich habe ein paar Animationen programmiert. Ich hoffe, das geht in die richtige Richtung. Aber falls mal irgendjemand, ich nehme das ja auf, dieses Video sehen sollte, der sich wirklich mit Zahlentheorie beschäftigt, möchte ich mich hiermit schon entschuldigen, dass da ein paar Sachen dabei sind, die vielleicht nicht ganz richtig sind. Ich weiß, dass die nicht ganz richtig sind. Das fällt mir auch schwer, aber man muss ja irgendwie durchkommen durch den Vortrag. Also die Hauptakteure, worum geht es eigentlich? Ich habe da was Schönes gefunden aus der Literatur. Don Quixote, haben Sie alle schon mal von gehört? Berühmter spanischer Roman aus dem 17. Jahrhundert. Sie entsinnen sich vielleicht noch, dass Don Quixote unsterblich verliebt war in Dulcinea. Und irgendwann in dem Buch trifft Don Quixote einen Dichter. Und er bittet diesen Dichter, ein Liebesgedicht für ihn zu schreiben, also beauftragt ihn quasi. Ich lese das mal vor, mit der Bitte, ihm einige Verse zu dichten und möge darauf bedacht sein, an den Anfang einer jeden Zeile einen Buchstaben aus ihrem Namen zu setzen, sodass zuletzt, wenn man die Buchstaben aneinander reihe, der Name Dulcinea von Toboso zu lesen sei. Darauf sagt der Dichter, indessen finde er eine große Schwierigkeit, sie so abzufassen, weil die Buchstaben, die den Namen bildeten, 17 an der Zahl seien. Und wenn er kastilianische Strophen zu je 4 Versen schreiben wollte, so würde ein Buchstabe zu viel sein. Und schriebe er Strophen zu je 5 Versen, die man Decimas oder Redondillas nennt, so wären es 3 Buchstaben zu wenig. Aber dessen ungeachtet wollte er sich alle Mühe geben. Auf alle Fälle muss es so geschehen, sprach Don Quixote. Aber das geht natürlich nicht und Sie ahnen auch alle schon, warum das nicht geht, weil dummerweise der Name von Dulcinea, wenn man ihn ausschreibt, 17 Buchstaben hat und 17 ist eine Primzahl. Primzahlen nochmal zur Erinnerung, Sie schreiben die Zahlen auf und Sie können von jeder Zahl gucken, durch welche anderen Zahlen die sich teilen lässt, zum Beispiel die 6 lässt sich teilen durch 1 und 2 und 3 und 6 und die 9 lässt sich teilen durch 1 und 3 und 9. Es gibt aber einige Zahlen, die lassen sich nur durch sehr wenige Zahlen teilen. Die 5 zum Beispiel nur durch 1 und 5 und die 11 nur durch 1 und 11. Und dann so als Außenseiter die 1, die sich überhaupt nur durch 1 teilen lässt. Und man sagt jetzt ganz frech, alle Zahlen, die sich durch genau 2 Zahlen teilen lassen, nennt man Primzahlen. Damit hat man die 1 ausgeschlossen und hat sich auf die interessanten Zahlen beschränkt, wie zum Beispiel 2, 3, 5, 7 und so weiter. Das sind die Primzahlen. Und weil 17 auch eine von diesen Zahlen ist, steht nicht auf der Liste, wird der Dichter nicht reüssieren, der dieses Gedicht für Don Quixote schreiben soll. Wieso sind Primzahlen wichtig? Zunächst mal sind sie für die Mathematiker wichtig, also aus Sicht der Theorie. Die Primzahlen sind sowas wie die Atome des Zahlensystems. Was ich jetzt nicht nochmal wiederholen will, das haben die meisten von Ihnen irgendwann schon mal gehört, ist der sogenannte Fundamentalsatz der Arithmetik, kannten schon die alten Griechen, der besagt, jede andere Zahl lässt sich sozusagen zusammenbauen aus den Primzahlen. In dem Sinne sind das die Atome, so wie sich jedes chemische Molekül auf eindeutige Art und Weise aus den Atomen zusammenbauen lässt, so lässt sich jede Zahl auf eindeutige Art und Weise aus den Primzahlen zusammenbauen. Allein deswegen sind sie wichtig, weil sie damit sowas wie der Grund-Lego-Baustein für die gesamte Mathematik sind und man möchte möglichst viel über sie wissen und darum untersucht man sie seit Tausenden von Jahren. Der Teilbereich der Mathematik, der sich mit den Primzahlen beschäftigt, heißt im Deutschen Zahlentheorie und im Englischen heißt das Number Theory. Also das ist der Standpunkt der Theorie. Da ich aber ja an der Fachhochschule bin, bin ich es gewohnt, dass ich auch immer gefragt werde, na und was bedeutet das jetzt für die Praxis? Kann das auch irgendjemand gebrauchen?
Eine Frage, die man als Mathematiker eigentlich gar nicht gerne hört, aber Sie wollen das natürlich auch wissen. Dazu hat sich der englische Mathematiker Hardy 1940 geäußert. Übrigens nebenbei, wenn Sie in diesem Jahr den Film im Kino gesehen haben, The Man Who Knew Infinity, das ist der von Jeremy Irons gespielt wurde. Und wenn Sie ihn noch nicht gesehen haben, vielleicht mal angucken. Der hat in den 40er Jahren ein Buch geschrieben und hat unter anderem darüber geschrieben, wie traurig er es fände, wie viele von seinen Kollegen, Physiker, Chemiker und so weiter, inzwischen damit beschäftigt seien, sich mit Kriegsanstrengungen zu beschäftigen. Und er hat geschrieben, "There is one comforting conclusion which is easy for a real mathematician. Real mathematics has no effects on war. No one has yet discovered any warlike purposes to be served by the theory of numbers, and it seems very unlikely that anyone will do so." Also Hardy war sich sicher, das, was er macht, Zahlentheorie, das kann wirklich niemand gebrauchen. Und darum ist das auch total unwichtig für die Leute, die Krieg treiben. Hat sich leider geirrt, denn es hat sich herausgestellt, dass die Primzahlen total gut zu gebrauchen sind für Kryptographie, also Verschlüsselung. Das heißt, jeder, der was verschlüsselt, zum Beispiel die Geheimdienste, ist ganz scharf auf Primzahlen und möchte möglichst viel wissen. Die NSA in den USA ist inzwischen der weltweit größte Arbeitgeber für promovierte Mathematiker und das sind fast alles Zahlentheoretiker. Also wenn Sie wissen wollen, ob man sowas auch in der Praxis gebrauchen kann, ja, kann man. Das ist aber nicht der Grund, warum ich Ihnen das erzähle. Ja, die Primzahlen sind nicht nur wichtig, die sind auch total rätselhaft. Es gibt ganz, ganz viele Fragen, von denen ich auch öfter mal in der Vorlesung einige erzähle, die ungeklärt sind. Zum Beispiel, gibt es unendlich viele Primzahlzwillinge? Bisher weiß das keiner. Ist jede gerade Zahl Summe zweier Primzahlen? Bisher weiß das keiner. Existieren ungerade vollkommene Zahlen? Bisher weiß das keiner. Wie viele Fibonacci-Primzahlen gibt es? Keiner weiß es. Und es gibt ganz, ganz viele Fragen, die ungeklärt sind, die irgendwas mit den Primzahlen zu tun haben, die auch alle gemeinsam haben, dass man sie meistens sehr leicht formulieren kann, aber offensichtlich nur sehr schwer beantworten kann. Manchmal werden welche gelöst. Ich habe da eine durchgestrichen, exemplarisch. Das war mal die Frage, ob es Diophantine Quintupel gibt. Die wurde tatsächlich vor 2 Monaten beantwortet. Also vor 2 Monaten ist ein Paper rausgekommen, in dem bewiesen wurde, dass es sowas nicht gibt. Die Frage war aber auch sehr lange offen. Und die größte Frage überhaupt, die mit den Primzahlen zusammenhängt, ist wahrscheinlich die Riemann-Hypothese. Und wir wollen uns jetzt, wie ich das schon angekündigt habe, zunächst mal ein paar Konsequenzen aus der Riemannschen Vermutung anschauen, bevor ich Ihnen sage, was die Vermutung eigentlich ist. Jetzt wieder so eine Stelle, wo ich es eigentlich genauer formulieren müsste. Das sind keine Konsequenzen, also Folgerungen aus der Riemann-Hypothese, sondern eigentlich sind das sogar Äquivalenzen. Das bedeutet erstens, ich sage Ihnen jetzt 2 Folgerungen. Erstens, wenn die Riemann-Hypothese stimmt, dann stimmen diese beiden Dinge, die ich Ihnen eben gesagt habe. Aber umgekehrt ist es auch so, wenn eine von diesen beiden Sachen, die ich Ihnen jetzt sage, stimmt, dann folgt daraus auch, dass die Riemann-Hypothese stimmt. Das heißt, man kann die auf verschiedene Arten und Weisen beweisen. Ja, worum geht's? Diese beiden Vermutungen sind im Prinzip 2 Sachen, die auf den ersten Blick sehr widersprüchlich klingen. Die eine Sache könnte man kurz so formulieren: Die Abfolge der Primzahlen 2, 3, 5, 7, 11 und so weiter gehorcht strengen Regeln. Die andere Aussage könnte man so zusammenfassen: Die Primzahlen tauchen wie zufällig zwischen den anderen Zahlen auf, was ja irgendwie strengen Regeln widerspricht. Es gibt einen amerikanischen Mathematiker, der ist in Bonn, Don Zagier, der hat mal das so schön formuliert: Die Primzahlen tauchen wie Unkraut zwischen den anderen Zahlen auf. Also immer mal wieder taucht irgendwo eine Primzahl auf und man hat irgendwie noch nie so richtig ein System dafür finden können. Fangen wir mal mit der ersten Frage an, die strengen Regeln. Diese Frage hängt im gewissen Sinne damit zusammen, wie viele Primzahlen es gibt. Also wie viele Primzahlen gibt es denn? Unendlich viele. Das wussten schon die alten Griechen. Es gibt unendlich viele Primzahlen. Satz von Euklid, haben Sie auch schon mal alle gehört, beweise ich in jeder Mathevorlesung, will ich jetzt auch nicht nochmal machen. Was man aber auch weiß ist, es gibt nicht nur unendlich viele Primzahlen, sondern die werden immer seltener. Und ich will Ihnen jetzt vielleicht erstmal kurz sagen, wie das gemeint ist, dass die immer seltener werden. Das kann man sich relativ gut grafisch klar machen, mit etwas, was Sie eigentlich auch alle schon mal gesehen haben. Selbst wenn Sie in keiner Mathevorlesung waren, das machen auch Informatiker sehr gern als Programmierübung, das Sieb des Eratosthenes.
Eratosthenes ist auch einer von diesen alten Griechen, der war früher Bibliothekar in Alexandria, damals größte Bibliothek der Welt, das war so ungefähr 200 vor Christus. Nebenbei, das war ja damals immer so, dass die Leute alle möglichen Dinge gemacht haben, der hat auch nicht nur Mathematik gemacht. Das war zum Beispiel der erste Mensch, der versucht hat auszurechnen, wie groß die Erde ist. Das heißt, den alten Griechen war schon klar, dass die Erde eine Kugel ist. Und Eratosthenes hat allein aufgrund von Messungen von Schatten an verschiedenen Orten abgeschätzt, wie groß die Erdkugel wohl sein muss. Und mit den primitiven Methoden, die er damals hatte, ist er auf einen Wert gekommen, der nur einen Fehler von ungefähr 5% hatte. Der Witz ist, dass über 1500 Jahre später Kolumbus ja Amerika entdeckt hat, aber bis zum Ende seines Lebens geglaubt hat, dass er eigentlich in Indien war, wo er ja hin wollte. Und der Grund, warum Kolumbus glaubte, dass er in Indien war, war der, dass er sich auf viel neuere Berechnungen eines Europäers verlassen hat, die viel schlechter waren als die über 1000 Jahre alten Berechnungen von Eratosthenes. Wenn er sich an seine Zahlen gehalten hätte, hätte ihm völlig klar sein müssen, dass er nie und nimmer in Indien hätte sein können. Aber er hat sich auf neuere und deswegen wohl angeblich bessere Zahlen verlassen. Das war aber ein Fehler. Gut, aber was Eratosthenes auch gemacht hat, er hat dieses sogenannte Sieb erfunden. Das ist eine Idee, mit der man sich zum Beispiel mit einem Computerprogramm, wenn man einen Computer hat, die Primzahlen aussieben kann. Das funktioniert folgendermaßen. Sie fangen mit der ersten Zahl an, die überhaupt in Frage kommt. Das ist die 2, das ist eine Primzahl. Und jetzt streichen Sie alle Zahlen durch, die Vielfache von 2 sind, denn das können ja keine Primzahlen mehr sein. Primzahlen sind ja nur Zahlen, die durch sich selbst und durch 1 teilbar sind, und die Vielfachen von 2, 4, 6 und so weiter sind ja alle durch 2 teilbar, können also keine sein. Streichen wir also alle durch, dann sind schon mal ganz schön viele weg. Dann nehmen Sie die nächste Zahl, die noch übrig ist, das ist die 3. Das muss jetzt wieder eine Primzahl sein. Und jetzt machen Sie das gleiche wie vorher. Jetzt streichen Sie alle Zahlen weg, die durch 3 teilbar sind. Das können ja aus dem gleichen Grund auch keine Primzahlen sein. Da werden einige Zahlen weggestrichen, die schon mal weggestrichen waren, wie zum Beispiel die 6 und die 12, das macht aber nichts. Es fällt jedenfalls ziemlich viel weg. Dann haben Sie wieder eine kleinste Zahl, die noch übrig ist, das ist in diesem, also die noch nicht durchgestrichen ist, das ist in diesem Fall die 5. Das ist Ihre nächste Primzahl, Sie streichen wieder alles durch, was Vielfaches von 5 ist. Die nächste Zahl ist die 7, Sie streichen alle Vielfach von 7 durch. Jetzt können Sie, wenn es Sie nur bis 118, wie in diesem Fall interessiert, schon aufhören. Kleine Hausaufgabe, warum kann ich bei 7 schon aufhören? Will ich Ihnen jetzt nicht sagen. Aber alle Zahlen, die jetzt noch nicht durchgestrichen sind, plus die 4, die da oben eingekringelt sind, sind Primzahlen. Und wenn man sich das grafisch veranschaulicht, dann sieht das folgendermaßen aus. Ich fange damit an, eine Treppe zu malen. Und diese Treppe funktioniert so, dass ich bei jeder Zahl immer einen hoch gehe. Also ich fange hier an bei der 2, einen hoch, bei der 3 wieder einen hoch und so weiter, immer einen hoch. Dann kriege ich was ziemlich deutlich mit 45 Grad ansteigt, aber so eine Treppe ist, die an jeder Zahl einen hoch geht. Und jetzt fange ich an, das Sieb des Eratosthenes anzuwenden. Das heißt, ich streiche erstmal alle Vielfachen von 2 weg, außer der 2 selbst. Das sieht dann so aus, die Treppe fällt so ein bisschen ab. Die macht jetzt nur noch alle 2 Schritte einen Sprung, weil ich zum Beispiel hier, wo die 3, hier ist die 2, da geht es hoch, hier ist die 3, da geht es hoch. Hier wäre die 4 gewesen, da gehe ich nicht mehr hoch, die habe ich ja weggestrichen. Bei der 5 gehe ich wieder hoch. Hier wäre die 6 gewesen, die habe ich weggestrichen, da gehe ich nicht hoch. Ich gehe erst bei der 7 wieder hoch und so weiter. Im nächsten Schritt des Sieb des Eratosthenes haben wir die Vielfachen von 3 weggestrichen. Das sieht dann so aus. Ist die Treppe noch ein bisschen flacher geworden. Weil jetzt zum Beispiel hier die 9 eine Stufe ist, bei der wir vorher einen Schritt gemacht haben und jetzt nicht mehr machen. Und dann sackt das immer weiter ab, was ich da so an Treppe habe. Im nächsten Schritt streiche ich die Vielfachen von 5, dann sackt die Treppe noch ein bisschen weiter ab. Jetzt streiche ich die Vielfachen von 7, dann sackt sie noch ein ganz bisschen weiter ab. Sie können sich aber vorstellen, dass Sie in diese Treppe, wenn Sie die jetzt weiter nach rechts ziehen würden, dass Sie so eine Treppe haben, die anfangs relativ steil angestiegen ist und je mehr Zahlen Sie wegstreichen, desto flacher wird der Anstieg dieser Treppe. Die Kurve, die im Endeffekt dabei rauskommt, ist eine ganz wichtige, die in der Zahlentheorie eine ganz große Rolle spielt. Das ist nämlich die sogenannte Primzahlfunktion, die man aus irgendwelchen Gründen Pi nennt. Das hat nichts mit dem Pi zu tun, was Sie sonst kennen, sondern da ist den Zahlentheoretikern einfach kein anderer Buchstabe eingefallen und die haben die auch Pi genannt.
Also Pi von n ist die Anzahl der Primzahlen bis n. Zum Beispiel, wenn ich wissen will, wie viele Primzahlen es gibt bis zur Zahl 30, dann gehe ich hier hin und lese ab, es gibt 10 Stück. Das kann ich ja am Anstieg dieser Treppe hier erkennen, weil die immer genau dann hochgeht, wenn sie an der Primzahl vorbeikommt. Sie geht bei 2 hoch, bei 3, dann bei 5, dann bei 7, dann erst wieder bei 11. Alle anderen wurden ja weggestrichen. Ja? Diese Funktion Pi von n ist sozusagen so eine der Kernfunktionen der gesamten Zahlentheorie, denn wenn Sie die im Griff haben, wenn Sie über die was aussagen können, wissen Sie eigentlich alles, was Sie wissen müssen. Also wollen Sie zum Beispiel wissen, ob 17 eine Primzahl ist, und wenn Sie mit irgendeiner Methode diesen Wert schnell ausrechnen können, dann rechnen Sie aus Pi 17 und Pi 16. Und wenn die beiden sich unterscheiden, dann ist 17 eine Primzahl. Wenn die beide gleich sind, ist 17 keine Primzahl. Darum möchte man über diese Funktion möglichst viel wissen. Und mit der hat sich Riemann beschäftigt. Nochmal zur Erinnerung, seine Arbeit hieß ja über die Anzahl der Primzahlen unter einer gewissen Größe. Damit ist genau das hier gemeint. Ne? Also zum Beispiel die Anzahl der Primzahlen unter 30. Das ist Pi von 30. So sieht sie aus, wenn man sie noch ein bisschen weiter zeichnet. Ist jetzt nur mit einem etwas anderen Maßstab. Also ich habe für die x-Achse einen anderen Maßstab als für die y-Achse genommen. Aber das sind jetzt so die Primzahlen bis 500 ungefähr. Dann kriegen Sie halt so eine Treppenfunktion, über die man gerne mehr wüsste. Also nochmal das, was ich vorhin auf der Folie hatte. Die alten Griechen wussten schon, es gibt unendlich viele Primzahlen. Wir haben gesehen, sie werden mit der Zeit immer rarer. Grafisch heißt das, diese Treppe, die wir da haben, deren Steigung wird immer flacher. Aber sie hört nicht auf zu steigen, weil wir ja wissen, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Darum muss sie immer weiter steigen. Nur ihre Steigung wird immer geringer. Und die Frage, die man sich dann gestellt hat, das ist mehr so eine neuzeitliche Frage, keine Frage, die die alten Griechen sich gestellt haben, kann man dieses immer seltener werden irgendwie quantifizieren? Kann man die Primzahlfunktion mit anderen Methoden beschreiben als mit dieser sehr aufwendigen? Denn momentan ist es so, wenn Sie zum Beispiel wissen wollen, was ist Pi von 100, also wie viele Primzahlen gibt es unter 100, und Sie wollen das genau wissen, dann müssen Sie tatsächlich alle Primzahlen unter 100 ausrechnen. Was man eigentlich gerne hätte, wäre eine Methode, wo man einfach in irgendeinen Computer eingibt, rechne mal eben schnell Pi von 100 aus, und dann gibt es irgendeine schicke Formel und der sagt einem die Antwort. Das ist die Frage, ob man das quantifizieren kann. Oder vielleicht zumindest einen Näherungswert. Und einer der ersten, der sich mit diesem Näherungswert beschäftigt hat, ist, der Name ist vorhin schon gefallen, Carl Friedrich Gauß, der Doktorvater von Riemann. Als damals der Euro eingeführt wurde, war ich total dagegen. Und zwar nicht aus politischen oder ökonomischen Gründen, sondern weil auf dem D-Mark-Schein Carl Friedrich Gauß drauf war. Und das sollte abgeschafft werden, finde ich immer noch sehr traurig. Es gibt viele Leute, die sagen, dass das vielleicht der größte Mathematiker aller Zeiten war, der sich mit sehr, sehr vielen Dingen beschäftigt hat. Unter anderem auch mit der Frage, wie kann man die Primzahlfunktion quantifizieren. Das ist ein Brief aus dem Gauß-Archiv, in dem er auf diese Frage eingeht. Er beschreibt da, wann er sich zum ersten Mal damit beschäftigt hat und so ein paar Dinge. Der Witz ist, er hat sich zum ersten Mal mit dieser Frage beschäftigt und eine richtige Vermutung geäußert, als er 14 war. Das war Ende des 18. Jahrhunderts. Und die Frage ist jetzt auch, wie hat er das gemacht? Also um etwas darüber aussagen zu können, muss man ja zumindest schon mal relativ viele Primzahlen gesehen haben und so ein Gefühl dafür bekommen, wie diese Funktion ansteigt. Denken Sie dran, wir reden vom 18. Jahrhundert, da gab es keine Computer oder sowas. Damals konnte man sich Tabellen kaufen. Zum Beispiel diese hier da unten, ich habe es etwas hervorgehoben, die ist von 1770. Wurde herausgegeben von dem Schweizer Lambert. Das war, der hat unter anderem auch bewiesen, dass Pi irrational ist, also das war auch ein bekannter Mathematiker. Falls Sie keine Frakturschrift lesen können, lese ich Ihnen das mal vor. Zusätze zu den logarithmischen und trigonometrischen Tabellen zur Erleichterung und Abkürzung der bei Anwendung der Mathematik vorfallenden Berechnungen, angefertigt von J.H. Lambert. Das hat der junge Gauß damals mit 14 sich besorgt, dieses Büchlein. Und das Büchlein ist angefüllt mit solchen Tabellen, wo der Herr Lambert von Hand für die Zahlen von 1 bis ungefähr 100.000 jeweils vermerkt hat, ob sie Primzahlen sind oder nicht. Wenn Sie also Lesebeispiel, achso, erstmal hat er was ganz Cleveres gemacht. Er hat gesagt,
Wenn eine Zahl durch 2, 3 oder 5 teilbar ist, kann man das sofort sehen. 2 kann man daran erkennen, ob die letzte Ziffer gerade ist. 5 können Sie daran erkennen, ob die letzte Ziffer 0 oder 5 ist. 3 können Sie mit der Quersumme erkennen. Also die Zahlen spare ich mir schon mal. Er hat also nicht alle Zahlen von 1 bis 100.000 aufgeschrieben, sondern nur die Zahlen, bei denen man nicht sofort sah, dass sie durch 2, 3 oder 5 teilbar sind. Und die wurden dann nach einem bestimmten System aufgeschrieben. Zum Beispiel dies hier heißt, hier steht 811 und hier steht 19. Das heißt, diese Tabellenstelle ist gemeint für die Zahl 81.119. Dass hier ein Strich ist, bedeutet, diese Zahl ist eine Primzahl. Diese Tabellenstelle steht für die Zahl 81.121. Hier steht eine 23, das bedeutet, diese Zahl ist keine Primzahl und ihr kleinster Teiler ist 23. Also bei den Zahlen, die keine Primzahlen sind, stand sogar noch dabei, welches der kleinste Teiler ist. Mit solchen Tabellen hat sich der junge Gauß beschäftigt, nochmal mit 14 Jahren, und hat dann eine Vermutung darüber geäußert, nur durch die Beschäftigung und das Lesen dieser Tabellen, wie wohl ungefähr die Primzahlfunktion verlaufen würde. Das kommt auch in diesem Brief vor, den ich Ihnen da rausgegriffen habe. Da unten steht seine Vermutung. Und die Vermutung kann ich Ihnen jetzt grafisch zeigen. Das ist nochmal unsere Primzahlfunktion von vorhin. Und Gauß hat gesagt, wenn man dieses Integral ausrechnet, das ist der sogenannte Integrallogarithmus, wird auch einfach als Lie bezeichnet, dann bekommt man diese gelbe Funktion hier, die ich Ihnen da eingezeichnet habe. Und Gauß hat gesagt, ich glaube, dass das ziemlich genau den Verlauf der Primzahlfunktion beschreibt. Womit er recht hatte. Dass er recht hatte, wurde allerdings erst ungefähr 100 Jahre später bewiesen. Das ist der berühmte Primzahlsatz. Der besagt nämlich, diese blaue Kurve, die wir da eben gesehen haben, und die gelbe Kurve, die Gauß vermutet hat, sind, wie die Mathematiker sagen, asymptotisch äquivalent. Das bedeutet, wenn ich n immer größer werden lasse, also wenn ich immer weiter nach rechts gehe, dann wird der Quotient aus den beiden Werten der 1 immer näher kommen. Und Sie wissen ja, wenn zwei Zahlen gleich sind und ich die durcheinander teile, dann kommt 1 raus. Das heißt, wenn der Quotient der beiden Zahlen der 1 immer näher kommt, bedeutet das, die beiden Zahlen kommen sich immer näher. Dieser Satz wurde bewiesen 1896, also ungefähr 100 Jahre nachdem Gauß das vermutet hatte, von einem Franzosen, Hadamard, und einem Belgier, de la Vallée-Poussin, das sind die beiden da unten, mit Methoden, die im Prinzip auf Ideen von Riemann beruhten. Ich habe ja vorhin gesagt, dass Riemann und einige andere Mathematiker nicht alt geworden sind. Also die beiden sind sehr alt geworden. Hadamard ist 97 geworden und de la Vallée-Poussin ist 95 geworden. Also es ist nicht so gefährlich, Mathematik zu machen. Man kann auch alt werden damit. Übrigens hat Hadamard auch ein interessantes Buch geschrieben über die Bedeutung von Intuition und Kreativität beim Betreiben der Mathematik. Ist auch ganz lesenswert. Gut, also das ist jetzt bewiesen. Vielleicht sollten wir uns nochmal mit Zahlen angucken, was das eigentlich heißt. Hier haben wir eine Tabelle und ich habe mal für die Zahlen 10 hoch 8, 10 hoch 9, also das sind schon ziemlich große Zahlen. Ne? 10 hoch 8 ist 100 Millionen, 10 hoch 9 ist 1 Milliarde und so weiter. Aufgeschrieben, das kann man ja heute alles relativ gut mit Computern berechnen. Hier rechts, wie viele Primzahlen es bis dahin gibt. Also hier steht zum Beispiel, unter den ersten 100 Millionen Zahlen sind 5.761.455 Primzahlen. Diese gelbe Kurve von Gauss hat an der Stelle den Wert 5.762.208,33 ungefähr. Wenn Sie die beiden Zahlen durcheinander teilen, kommen Sie auf 1,0001375. Und wenn Sie jetzt höher gehen, dann sehen Sie, dass der Quotient immer mehr Nullen bekommt. Das ist damit gemeint, dass der 1 immer näher kommt. Also je größer die Zahl wird, desto besser wird die Schätzung durch die gelbe Kurve für die blaue Kurve. Das ist das, was der Primzahlsatz besagt. Müssen Sie sich nicht merken. Wenn Sie sich da überhaupt irgendwas davon merken wollen, dann merken Sie sich, was ich nennen würde, die Partyversion von dem Primzahlsatz. Wenn man unter den ersten n Zahlen zufällig eine auswählt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, eine Primzahl zu treffen, ungefähr 1 durch Logarithmus von n. Das kann man wirklich, wenn Sie mal eine Partywette machen wollen, wirklich machen. Also nehmen Sie zum Beispiel, wie viele Primzahlen gibt es ungefähr unter den ersten 10 Millionen Zahlen. Jetzt müssten Sie den natürlichen Logarithmus von 10 Millionen ausrechnen. Das kann man auch nicht mal eben so im Kopf machen. Was Sie aber können, ist, Sie können den 10er-Logarithmus von 10 Millionen ausrechnen. Das ist ja einfach die Anzahl der Nullen. 10 Millionen hat 7 Nullen, also der 10er-Logarithmus ist 7.
Und dann müssen Sie noch wissen, dass man, um den natürlichen Logarithmus zu bekommen, mit 2,3 mal nehmen muss. Also 7 mal 2,3, 14, ungefähr 16. Das heißt, ein Sechzehntel der Zahlen bis 10 Millionen, Pi mal Daumen, sind Primzahlen. Fertig. Schon haben Sie die Partywette gewonnen. Also das ist der Primzahlsatz in der einfachen Version. Uns interessieren natürlich mehr die hohen mathematischen Fragen. Ich zeige Ihnen diese Tabelle von eben nochmal. Ich habe da ein paar Zahlen grün markiert, aber ignorieren Sie das erstmal. Vergessen Sie mal, dass einiges grün und einiges schwarz ist. Unabhängig von dieser Farbe fällt Ihnen, wenn Sie die beiden Spalten vergleichen, was auf. Die Zahl links ist immer ein bisschen größer als die Zahl rechts. Ja? Also die linke Zahl ist ja eine Näherung für die rechte Zahl. Es könnte ja auch sein, dass Näherung bedeutet, mal ist sie größer, mal ist sie kleiner, aber offensichtlich, das hat man ja auch vorhin an der Kurve schon gesehen, ist diese linke Zahl immer etwas größer als die rechte. Und die zweite Sache, die Sie gesagt haben, darum habe ich einige Ziffern grün und einige schwarz gefärbt, die Übereinstimmung wird immer größer, also die Anzahl der Ziffern, die übereinstimmen. Hier zum Beispiel bei der letzten Zahl stimmen die ersten 6 Ziffern überein, das wird immer mehr. Und wenn Sie jetzt mal angucken, die übereinstimmenden Ziffern sind die grünen, dann werden Sie sehen, dass immer ungefähr die Hälfte der Ziffern übereinstimmen. Wenn Sie so ein bisschen mathematische Erfahrung haben, werden Sie sagen, dass ungefähr die Hälfte der Ziffern übereinstimmt, bedeutet, dass der Fehler ungefähr in der Größenordnung von Wurzel aus n ist, weil durch Wurzelziehen nehmen Sie sozusagen die Hälfte der Ziffern. Und man ist interessiert daran, diesen Fehler möglichst genau zu bestimmen, weil das, was der Primzahlsatz aussagt, ist eine sehr allgemeine Aussage. Der sagt zwar, dass die gelbe Funktion der blauen immer näher kommt, er sagt aber nicht, wann das passiert. Das heißt, Sie können sich zwar darauf verlassen, dass irgendwann im Unendlichen diese beiden Kurven immer näher werden, aber wenn Sie jetzt ganz konkret wissen wollen, wie groß ist denn der Fehler der Schätzung, wenn ich zum Beispiel bei 1 Milliarde bin, darüber sagt der Primzahlsatz gar nichts aus. Das heißt, man möchte mit anderen Methoden herausfinden, wie kann ich den Fehler abschätzen. Dieses sieht nach einem Hinweis aus, dass der Fehler vielleicht immer kleiner als Wurzel aus n ist. Und wir können jetzt sozusagen vom Anschauen der Tabelle und mit Hilfe von Computern, die uns Werte ausrechnen, 2 Dinge schließen. Das eine, ich habe das mal numerische Evidenz genannt, das eine ist, was ich eben gesagt habe, die Werte in der linken Spalte sind immer größer als die in der rechten Spalte. Und das zweite ist, wenn ich wirklich mal gucke, wie groß der Fehler ist, der Fehler in der Abschätzung oben ist kleiner als 800, der Fehler in der nächsten Abschätzung ist kleiner als 1700 und so weiter, dann ist er tatsächlich immer deutlich kleiner als die Wurzel aus n. Das heißt, wenn ich nach der numerischen Evidenz gehe, nach allem, was man bisher mit Computern ausrechnen konnte, dann sieht es sehr, sehr deutlich so aus, als würden diese beiden Aussagen stimmen. Das würde das Folgende bedeuten. Wenn Sie diese Abschätzungsfunktion, diesen Integrallogarithmus, die gelbe Kurve hinmalen und Sie machen um diese gelbe Kurve rum einen grauen Sicherheitsabstand, der genau der Breite Wurzel aus n entspricht, dann müsste sich, wenn das, was wir da eben gesehen haben und was alle Computerberechnungen bisher ergeben haben, die blaue Kurve, um die es Ihnen eigentlich geht, erstens immer innerhalb des grauen Sicherheitsstreifens bewegen und zweitens immer unterhalb der gelben Kurve. Stimmt aber nicht. 1914 hat ein Mathematiker namens Littlewood schon bewiesen, lange bevor es Computer gab, dass irgendwann 2 Dinge passieren müssen. Erstens, irgendwann muss die blaue Kurve an der gelben Kurve vorbeigehen, also sie kreuzen. Und zweitens, irgendwann muss die blaue Kurve den grauen Sicherheitsbereich verlassen. Er konnte sogar beweisen, 1914, dass diese beiden sozusagen Regelverletzungen nicht nur einmal, sondern unendlich oft passieren werden. Was er nicht zeigen konnte, ist, wann das passiert. Er konnte zwar beweisen, es wird passieren, ohne Zweifel, aber er konnte nicht beweisen, wann das passieren wird. Das hat er seinem Doktoranden übertragen, einem südafrikanischen Studenten namens Hughes, und hat ihn gebeten, setz dich doch mal ran und versuch mal eine Abschätzung dafür zu finden, wann das zum ersten Mal passiert. Wann zum Beispiel die blaue Kurve zum ersten Mal die gelbe Kurve kreuzt. Hughes hat sich dann auch wirklich rangesetzt und hat tatsächlich zumindest eine Abschätzung dafür gefunden, wann das zum ersten Mal passieren wird.
Die Zahl, die er herausgefunden hat, war so unglaublich groß, dass man die dann die Skews Number genannt hat, weil das zu dem Zeitpunkt die größte Zahl war, die in der Mathematik irgendeine tatsächliche Rolle gespielt hat. Jeder kann sich natürlich irgendwelche großen Zahlen ausdenken, aber eine Zahl, die tatsächlich irgendeinen Sinn ergibt, in dieser Größenordnung hat es vorher noch nicht gegeben. Man hat inzwischen die Grenze ein bisschen drücken können. Also die Frage, wann das zum ersten Mal passiert, was ich hier eingezeichnet habe, nach neuestem Stand der Forschung passiert das irgendwann zwischen 10 hoch 19 und 10 hoch 316. Der entscheidende Punkt ist, das passiert in einem Bereich, an den unsere Computer noch nicht rankommen. Also das, was wir vorher gesehen haben, diese Tabelle, ist so an der Grenze von dem, wie weit sie mit Computerhilfe noch kommen. Und die Computer werden irgendwann schneller werden, dann kommen wir vielleicht so ein bisschen in diesen Bereich rein, vielleicht kommen wir bis 10 hoch 20, 10 hoch 21, aber bis 10 hoch 316 werden wir nie kommen. Die Moral von der Geschichte ist, es kann einem zwar helfen, mit Computern rumzuprobieren, aber das gibt keine verbindlichen Antworten. Verbindliche Antworten kriegt man nur durch mathematische Beweise. Und das, was Littlewood schon lange vor Erfindung der Computer bewiesen hat, ist, irgendwann saust das über die Kurve rüber, egal was die Zahlen sagen. Jetzt muss ich aber langsam wieder auf die Riemann-Hypothese zurückkommen. Wenn die Riemann-Hypothese stimmt, dann können Sie diesen grauen Sicherheitsstreifen ein bisschen dicker machen. Das ist wieder eine der Stellen, wo ich so etwas hinwegsegle über die Details. Sie können sozusagen einen ganz, ganz dünnen Sicherheitsstreifen um den grauen Streifen rum machen. Und aus dem Streifen kommt dann garantiert die blaue Kurve nicht raus, wenn die Riemann-Hypothese stimmt. Das bedeutet, wenn die Riemann-Hypothese stimmt, dann ist die Abschätzung mit der Wurzel, dass der Fehler also höchstens die Wurzel ist, ziemlich nahe dran an der richtigen Fehlerabschätzung. Und man kann dann auch die richtige Fehlerabschätzung wirklich mathematisch formulieren. Das will ich jetzt aber nicht machen, weil das eine ellenlange Formel wäre. Man kann dann aber wirklich sehr genau sagen, nicht nur, dass die blaue Kurve und die gelbe Kurve sich immer näher kommen, sondern man kann auch sagen, wie groß der Fehler der Abschätzung sein wird. Nebenbei noch eine Sache, die hat nicht direkt was mit der Riemannschen Vermutung, aber zumindest mit Riemanns Arbeit zu tun. Es gibt noch andere Möglichkeiten, die blaue Kurve anzunähern. Also die kanonische Methode sozusagen ist die gelbe Kurve, der Integrallogarithmus. Es gibt noch eine einfachere Abschätzung, die sich leichter ausrechnen lässt, indem Sie einfach den Logarithmus n durch n teilen, dann kriegen Sie diese grüne Kurve. Das ist auch eine ziemlich gute Abschätzung, die ist auch asymptotisch äquivalent. Riemann selbst hat noch eine bessere Abschätzung gefunden. Das nennt man heute die Riemannsche R-Funktion. Seine Idee war, wir nehmen den Integrallogarithmus von Onkel Gauss und rechnen nicht nur den Integrallogarithmus von n aus, sondern auch den von Wurzel n. Diesen Wert nehmen wir mal 1/2 und ziehen ihn vom vorherigen ab. Dann den von der dritten Wurzel n und ziehen den 1/3 davon ab und so weiter, wobei das Vorzeichen wiederum noch von einer etwas komplizierten Funktion namens Möbius-Funktion abhängt. Wenn Sie das ausrechnen, dann kriegen Sie diese Kurve, die natürlich noch viel besser liegt. Nachteil von dieser Kurve, sie hat nicht so einen hohen praktischen Wert, weil das Ausrechnen der Vorzeichen und dieser genauen Werte ist vergleichsweise aufwendig, wohingegen die gelbe und die grüne Kurve sich sehr schnell ausrechnen lassen. Also eigentlich interessiert uns mehr die gelbe Kurve. Okay, das war die erste Frage, die erste Konsequenz aus der Riemannschen Hypothese. Also der Fehler ist relativ klein, sage ich nachher nochmal. Und das zweite war ja das mit diesem zufälligen, unkrautmäßigen Erscheinen der Primzahlen. Da geht es um Zufall. Und jetzt dürfen Sie auch mal mitmachen. Ich würde Sie bitten, alle mal eine Münze aus der Tasche zu holen. Wenn Sie keine Münze dabei haben, fragen Sie Ihren Nachbarn, weil ja bald Weihnachten ist, müssen Sie vielleicht nicht mal zurückgeben. So, jetzt bitte einmal die Münze schmeißen, sodass sie möglichst wieder vor Ihnen auf dem Tisch landet und dann lassen Sie die einfach so liegen. Okay, und jetzt habe ich folgende Bitte. Wenn die Zahl oben ist, dann heißt das 1 und wenn die Zahl nicht oben ist, also wenn Sie ein Bild sehen, heißt das 2. Und ich gehe jetzt mal die Reihen durch und Sie sagen mir einfach immer 1 oder 2. 1, 2, 2, 2, 1, 1. Moment, nicht so schnell. 1, 1, ja? 1, 2, 2, 2. Nee, Moment, das war jetzt falsch. Ne? 2, ja. 1, 2, 1, 1, 1, 2,
1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Noch mehr? Nö. 1. 1. Okay. Was wir hier bekommen haben, ist das, was man in der Mathematik einen Random Walk nennt, also einen zufälligen Spaziergang. Durch Münzwurf wird immer entschieden, ob sie hoch oder runter gehen, und dann kriegen sie so eine komische, gezackelte Linie. Wir haben das jetzt eben mal an einem konkreten Beispiel ausprobiert. Das nennt man also einen Random Walk. Und damit wir nicht so viel Arbeit machen müssen und die ganze Zeit Münzen durch die Luft schmeißen müssen, habe ich das mal automatisiert. Das heißt, ich habe hier ein Programm geschrieben, was das, was wir eben gemacht haben, automatisch macht mit einem Zufallszahlengenerator. Man kann das auch ein bisschen schneller laufen lassen. Und dann fängt er einfach immer wieder von vorne an und zeichnet uns also neue Random Walks da unten hin. Ich habe das deswegen gemacht, um Ihnen mal so ein bisschen die Macht der Wahrscheinlichkeitsrechnung zu demonstrieren, weil wir die gleich noch brauchen werden. Eine Sache, die ich machen kann, ist, ich trage diese Kurve, die da jetzt abläuft, ich mache sie mal ein bisschen langsamer, damit man wieder genau sieht, was passiert, unten auch nochmal auf, mit etwas vergrößertem Maßstab. Allerdings trage ich die unten nicht auf als Auslenkung nach unten oder oben, sondern immer nur, wie viel sie von der Startlinie entfernt ist. Also je höher, desto weiter ist sie von der Startlinie entfernt. Das war jetzt sogar eben eine ziemlich starke Auslenkung. Und wenn ich jetzt einmal durch bin, dann nehme ich als nächstes den Mittelwert der vorherigen Auslenkung und der, die ich jetzt habe. Das heißt, die blaue Linie unten hat sich sozusagen den vorherigen Random Walk, den sehen Sie noch ganz dünn, gemerkt und trägt hier den Mittelwert der Auslenkung beider Spaziergänge auf. Und wenn jetzt die dritte kommt, dann nehme ich den Mittelwert von allen dreien. Und was man irgendwie auch intuitiv erwarten würde, ist, dass sich das nach und nach ausgleicht. Ich lasse das jetzt mal schneller laufen. Jetzt haben Sie hier ganz viele Random Walks. Und was Sie sehen ist, diese Kurve gleicht sich tatsächlich aus und wird dieser Orangenkurve kommt ja immer näher. Das wusste ich vorher schon, dass das da rauskommt. Das ist eine Folgerung aus dem zentralen Grenzwertsatz der Wahrscheinlichkeitstheorie. Das heißt, man kann vorher sozusagen schon sagen, was mit ziemlicher Sicherheit passieren wird. Diese Kurve da unten ist übrigens die Kurve Wurzel aus 2n durch Pi. Da kommt Pi komischerweise wieder vor. Das hängt zusammen mit der Standardabweichung der Gauß-Kurve, die übrigens auch auf dem 10-Markschein damals drauf war. Und noch eine andere Sache kann ich Ihnen zeigen. Ich mache das mal wieder weg und mache die Kurve mal wieder ein bisschen langsamer. Ich habe hier zwei Dinge aufgetragen. Etwas, was man nicht so gut sehen kann, ganz links, dieser graue Bereich, wo so ein Dreieck aufzugehen scheint. Das ist der Bereich, in dem sich zumindest theoretisch mein Random Walk aufhalten könnte. Wenn Sie sich zum Beispiel vorstellen, wir hätten vorhin alle eine 1 geworfen, dann wäre der Walk bei jedem Schritt ein höher gegangen und er wäre diese graue Linie, die man so ganz dünn da sieht, hochgegangen. Was aber tatsächlich passiert ist, dass sich das sozusagen nivelliert mit den 1 und den 2 und sich der Random Walk, egal welchen Sie nehmen, nicht allzu weit von diesem hellorangen Bereich entfernt. Das ist das, was man in der Wahrscheinlichkeitstheorie die Standardabweichung nennt. Und man kann sehr genau spezifizieren, wie weit sich so eine Kurve von der Standardabweichung entfernen kann. Also jemand, der Wahrscheinlichkeitstheorie beschreibt, würde sagen, wenn Sie diese orange Kurve etwas breiter machen und dann den Walk durch die orange Kurve teilen, dann geht der Grenzwert gegen 0 mit einer Wahrscheinlichkeit von 100%. Was hat das jetzt mit Primzahlen zu tun? Es gibt eine Funktion, die sogenannte Liouville-Funktion von diesem Herrn Joseph Liouville, ein Franzose, der ungefähr zu der Zeit von Riemann gelebt hat. Der hat sich eine Funktion ausgedacht, mit der man die Primzahlen untersuchen kann. Lambda n nennt man die funktioniert folgendermaßen. Sie nehmen irgendeine Zahl, ich habe als Beispiel mal 10 genommen, zerlegen die in ihre Primfaktoren, 2 mal 5. Dann zählen Sie, wie viele Faktoren das sind. In diesem Fall sind es 2, 2 mal 5. Wenn diese Zahl gerade ist, 2 ist ja gerade, dann geht es nach oben. Jetzt nehmen Sie eine andere Zahl, zum Beispiel 12, die zerlegen Sie wieder in Ihre Primfaktoren. Das ist 2 mal 2 mal 3. Die Anzahl der Faktoren ist 3. Wenn die Zahl ungerade ist, gehen Sie nach unten. Und das machen Sie für jede Zahl. Das heißt, für jede Zahl zerlegen Sie die in Ihre Primfaktoren. Sie gucken, wie viele Faktoren das sind.
wenn die Anzahl der Faktoren gerade ist, nach oben, wenn die Anzahl der Faktoren ungerade ist, nach unten. Dann kriegen Sie diese Kurve hier, die gar kein Random Walk war, habe ich sie reingelegt, sondern das ist die Liouville-Funktion, die ich hier aufgezeichnet habe. Das heißt, dieses Ding sagt etwas über die Primzahlen aus, aber sieht aus wie eine zufällige Kurve, wie ein Random Walk. Und das ist eine der vielen Konsequenzen aus der Riemann-Hypothese. Wenn die Riemann-Hypothese stimmt, dann sieht die nicht nur aus wie ein Random Walk, sondern sie verhält sich auch mathematisch genau so. Das heißt, das, was ich vorhin erzählt habe mit der Standardabweichung, dass man sehr genau beschreiben kann, in welchem Sinne die Kurve Schwierigkeiten haben wird, den orangen Bereich zu verlassen, trifft auf diese Kurve ganz exakt genauso zu. Also man kann sozusagen quantifizieren, dass sich diese Kurve, die die Verteilung der Primzahlen beschreibt, verhält wie eine zufällig ausgewürfelte Kurve. Und in dem Sinne kann man sagen, die Primzahlen tauchen wirklich zufällig wie Unkraut zwischen den anderen Zahlen auf. Es gibt ja das schöne Zitat von Einstein, der hat mal gesagt, Gott würfelt nicht. Da ging es um die Quantenmechanik und er war nicht zufrieden mit der Interpretation der Quantenphysik. Dazu gibt es ein schönes Zitat von einem Mathematiker, Paul Erdős, der hat gesagt, es mag sein, dass Gott nicht würfelt, aber mit den Primzahlen, da läuft irgendwas ab. Das scheint vielleicht doch irgendwie mit dem Zufall zusammenzuhängen. Also ich kann noch mal die beiden Sachen von eben zusammenfassen. Zwei wichtige Konsequenzen aus der Primzahlhypothese. Diese beiden Sätze standen vorhin schon auf den Folien. Die Abfolge der Primzahlen gehorcht strengen Regeln. Das ist das, was ich eben genauer ausgeführt habe. Das bedeutet, wenn ich die Primzahlfunktion durch diese gelbe Kurve abschätze, ist der Fehler minimal. Das würde aus der Riemannschen Hypothese folgen. Das heißt, die Abschätzung ist wirklich gut. Besser geht es nicht. Und die zweite Konsequenz aus der Primzahlhypothese wäre, die Primzahlen tauchen wie zufällig zwischen den anderen Zahlen auf. Wenn man das mathematisch ein bisschen genauer ausarbeitet, dann bedeutet das, die Liouville-Funktion verhält sich so, dass man sie eigentlich mit quantitativen Methoden nicht von einem Random Walk unterscheiden kann. Das zu den Konsequenzen. Wenn wir das alles im Prinzip schon wissen, also numerisch abschätzen können, dann kann man sich ja jetzt die Frage stellen, warum braucht man jetzt noch einen Beweis, abgesehen von der Million $, die man verdienen möchte. Warum wollen Mathematiker immer Beweise haben? Erkenntnisgewinn, das ist ganz wichtig. Es sieht so aus, als würde, wenn man das mal irgendwann mal bewiesen hat, dahinter quasi ein ganz großes neues Land warten von Dingen, die es noch zu entdecken gibt, weil es mit Sicherheit so ist, dass, wenn man das beweisen kann, man sich ganz neue Methoden ausdenken muss, die bisher niemand gesehen hat. Und im Allgemeinen ist es so, dass aus solchen großen Beweisen dann wieder ganz viele neue Fragestellungen und neue Theorien sich ergeben. Darum wäre es so schön, wenn man das auch wirklich bewiesen hätte. Okay, aber jetzt endlich die Frage, was hat denn Riemann eigentlich vermutet? Was ist denn eigentlich die Riemannsche Vermutung? Das, was ganz neu war und der Grund, warum dieses 8-Seiten-Papier von Riemann so wichtig war, ist, dass er zwei Gebiete der Mathematik miteinander verbunden hat, die bis dahin miteinander nichts zu tun hatten. Das eine Gebiet ist das, in dem er sich normalerweise auch nicht getummelt hat, die Zahlentheorie. Das gehört zur sogenannten diskreten Mathematik. Diskrete Mathematik, da geht es um das einfache Rechnen, um Algebra, um Dinge, die aus einzelnen, voneinander getrennten Einheiten bestehen. Da kriegen Sie dann zum Beispiel solche Treppenfunktionen. Und dann gibt es den Bereich der kontinuierlichen Mathematik. Das war eigentlich der Heimatbereich von Riemann, wo er sich hauptsächlich mit beschäftigt hat. Die Analysis, wo es um kontinuierliche Dinge geht, wie Schwingungen, glatte Kurven, Ableitung, Integrale. Was Riemann in diesem wichtigen Paper in diesen 8 Seiten gemacht hat, ist, er hat diese beiden Gebiete zusammengebracht und hat gezeigt, dass man Fragen aus der Zahlentheorie, also auch von der linken Seite, mit Methoden von der rechten Seite lösen kann. Etwas, auf das vorher nie jemand gekommen ist. Und das wollen wir mal versuchen, in so ein paar Folien zu klären, was er da ungefähr gemacht hat. Und aufgebaut hat er auf dem sogenannten Euler-Produkt. Das ist etwas, was schon aus dem 17. Jahrhundert ist. Euler ist ein berühmter und sehr, sehr produktiver Schweizer Mathematiker gewesen, hat Dutzende von Büchern geschrieben, Hunderte von Artikeln veröffentlicht, ist irgendwann im Alter erblindet, hat einfach weiter veröffentlicht, hat dann die Dinge, die er veröffentlichen wollte, einfach einem Sekretär
diskutiert. Also als ich vorhin sagte, man braucht, um Mathematik zu betreiben, höchstens Papier und Bleistift. Euler brauchte offenbar nicht mehr das, sondern konnte auch ohne sich irgendwelche Notizen zu machen, weiter mathematisch arbeiten. Euler hatte als erster die Idee, dieses Produkt zu betrachten. Man bildet ein Produkt, wobei P über alle Primzahlen läuft und die Zahl, die man miteinander multipliziert, sind immer die Zahlen 1 geteilt durch 1 minus 1 durch das Quadrat von dieser Primzahl. Okay, muss man erstmal drauf kommen. Aber das war jedenfalls das, was er machen wollte. Das würde dann zum Beispiel so aussehen: Die erste Primzahl ist 2, die nächste ist 3, die nächste ist 5, die nächste ist 7, die nächste ist 11. Das heißt, Sie rechnen aus 1 durch 2 zum Quadrat, das ziehen Sie von 1 ab, davon bilden Sie den Kehrwert. Das gleiche für 3, für 5 und so weiter. Und Sie stellen sich vor, Sie würden immer weiter multiplizieren, unendlich lange. Das hat sich Euler vorgestellt, beziehungsweise er hat ausgerechnet, was dann rauskommt. Wenn Sie das zweite Semester Mathematik schon beendet haben, dann sehen Sie vielleicht, dass dieser Faktor, der da auftaucht, 1 durch 1 minus 1 durch p Quadrat, so aussieht wie die geometrische Summe. Das heißt, dieser Faktor hier, der da hinter dem Produktzeichen steht, den kann man auch so schreiben. Das lernt man irgendwann in der Analysis. Den kann man schreiben, selbst wiederum als eine unendliche Summe. Also das, was da steht, ist das gleiche wie 1 plus 1 durch p Quadrat plus 1 durch p hoch 4 plus 1 durch p hoch 6 und so weiter. Mit anderen Worten, wenn ich will, kann ich das Produkt von Euler so hinschreiben, wodurch es in gewissem Sinne noch komplizierter geworden ist. Ich habe jetzt ein Produkt, was aus unendlich vielen Faktoren besteht, und jeder von diesen unendlich vielen Faktoren ist eine unendliche Summe. Ist eigentlich erstmal nicht leichter geworden. Wir werden aber gleich sehen, dass es dadurch sehr wohl leichter wird. Euler hat jedenfalls zumindest damit gerechnet und hat schon zu seiner damaligen Zeit im 17. Jahrhundert herausgefunden, dass dieses Produkt zum Beispiel Pi Quadrat durch 6 ist. Schon wieder Pi. Aber wir wollen eigentlich mal gucken, wieso das uns in irgendeiner Form hilft, so zu rechnen. Und das kann man tatsächlich mit so ein bisschen Mittelschulwissen eigentlich erkennen. Ich schreibe Ihnen mal nicht alle unendlich vielen Faktoren, sondern nur die ersten 3 Faktoren hin von dem Euler-Produkt, die stehen da oben. Und von den ersten 3 Faktoren, die ja alle unendliche Summen sind, habe ich auch jeweils nur die ersten 3 Summanden hingeschrieben, also ganz vorsichtig. Wenn ich jetzt anfange, die auszumultiplizieren, habe ich 3 Summanden, nochmal 3, das heißt, ich kriege 3 mal 3 mal 3 Produkte, 27 Produkte müssen da jetzt stehen. Können Sie ja vielleicht zu Hause mal nachrechnen, das sind jetzt alle 27 Produkte, die man rausbekommt. Worauf ich Sie eigentlich hinweisen möchte ist, vergessen Sie mal dieses Hoch 2 hier, das steht ja überall da. Was hier jetzt steht, sind eigentlich mehr oder weniger schon alle Zahlen der Reihe nach. Also hier steht 1, hier steht 2, hier steht 3, hier steht 4, hier steht 5, hier steht 6. Die 7 ist nicht da, weil ich ja hier bei 5 aufgehört habe. Hier würde jetzt die 7 kommen. Was man hier sieht, ist, wenn Sie alle Faktoren zusammensammeln, dann kommt jede Zahl einmal vor. Also wenn ich jetzt wirklich hier mit denen hier weitergemacht hätte und die alle immer länger rausgezogen hätte und alle weiteren Faktoren dahinter auch genommen hätte, dann wäre jede Zahl hier genau einmal vorgekommen. Was im Prinzip wieder an diesem Fundamentalsatz der Arithmetik liegt, der besagt, dass jede Zahl sich eindeutig als Produkt von Primzahlen darstellen lässt. Das ist etwas, was Euler damals schon gesehen hat. Das heißt, er hat gesehen, dass dieses Produkt, was er da aufgeschrieben hat, sich sehr einfach darstellen lässt. Nämlich so, einfach die Summe über alle Kehrwerte von Quadraten. Das ist deswegen interessant, weil auf der linken Seite ein Produkt steht, was über die Primzahlen definiert ist, während auf der rechten Seite eine Summe steht, die mit Primzahlen gar nichts mehr zu tun hat. Rechts stehen einfach alle Zahlen und nicht nur die Primzahlen. Ja? Und im gewissen Sinne ist es dann, wie sich herausstellt, leichter, mit den Zahlen rechts zu rechnen, weil man sich nicht mehr Gedanken über die Primzahlen machen muss. Und wir rechnen jetzt mal wirklich diesen Wert näherungsweise aus, damit man sieht, was da rauskommt. Wenn ich jetzt in diese rechte Summe einsetze, dann habe ich als erstes 1 durch 1 zum Quadrat, also einfach 1, Sie sehen es da unten. Dann kommt 1 durch 2 zum Quadrat, das ist ein Viertel. Also hier habe ich 1 und dann kommt ein Viertel dazu. Dann kommt 1 durch 3 Quadrat, das ist ein Neuntel. Da kommt noch so ein kleines Stück dazu, dieses hier. Dann kommt als nächstes 1 durch 4 Quadrat, das ist ein Sechzehntel, das ist so ein ganz winziges Stück, was noch dazu kommt. Und Sie können sich überlegen, ich kann da jetzt unendlich weitermachen, aber Sie kennen das eventuell aus den Mathevorlesungen, da ist irgendwann Schluss.
Und da kommt dann ja, hatte ich Ihnen eben schon gesagt, wenn man unendlich lange weiterrechnet, Pi² Sechstel raus. Und das gleiche, was Sie jetzt für 2 gemacht haben, da steht ja oben immer 2 im Exponenten, können Sie auch für andere Zahlen machen. Dieses Ding würde man jetzt Zeta2 nennen, aber wenn Sie da, wo jetzt eine 2 stand, ich habe das Ding hingetan, wenn Sie da, wo jetzt eine 2 stand hier, eine andere Zahl einsetzen, dann nennt man das ZS. Also hier zum Beispiel, wenn ich da 3 für einsetze, kriege ich auch irgendeinen Wert raus. Wenn ich 4 einsetze, kriege ich auch irgendwas raus. Man kann das ausrechnen mit mathematischen Methoden. Und Sie können sogar noch einen Schritt weiter gehen. Sie können auch die Werte dazwischen ausrechnen. Das kennen Sie auch aus dem Matheunterricht. Wenn Sie Zahlen haben, die dazwischen liegen, kann man da auch Potenzen bilden. Das heißt, Sie können hier tatsächlich so eine Kurve durchlegen. Die ganze Sache hat einen kleinen Haken, den sieht man hier am Ende, am linken Rand. Hier steigt das an, das wird eine sogenannte Polstelle. Das liegt daran, dass Sie hier nicht 1 einsetzen können, denn wenn Sie hier für S1 einsetzen, dann kriegen Sie die Reihe raus 1 durch 1 plus 1/2 plus 1/3 plus 1/4. Und vielleicht entsinnen Sie sich noch vage, dass das die harmonische Reihe ist, die eben nicht konvergiert. Da kommt unendlich raus. Das heißt, diese Kurve wird an der Stelle gegen unendlich gehen. Bei 1 kommt keine Zahl raus. Aber diese Werte hier rechts von der 1, die kann man alle ausrechnen. Soweit war eigentlich Euler schon, das wusste Euler auch. Und Riemann ist jetzt einen Schritt weiter gegangen. Riemann hat sich ja sehr viel mit komplexen Zahlen beschäftigt und hat sich jetzt gefragt, was passiert, wenn ich in diese Funktion Zeta von S für S eine komplexe Zahl einsetze. Jetzt muss ich leider, also wenn Sie überhaupt nicht wissen, was komplexe Zahlen sind, dann kann ich Ihnen jetzt eigentlich nur ganz kurz sagen, die lungern irgendwo in der Ebene rum und haben ein paar ganz lustige Eigenschaften, zum Beispiel, dass Multiplikation sowas wie Drehung ist und so. Wir gucken uns das mal grafisch an. Was passiert zum Beispiel, wenn ich in die Zeta-Funktion sowas einsetze wie 2 plus i? Das bedeutet ja 1 durch 1 hoch 2 plus i durch plus 1 durch 2 hoch 2 plus i und so weiter. Und nur die Frage ist, was heißt eigentlich hoch 2 plus i? Das ist eigentlich ganz simpel. Also das erste ist sowieso klar, 1 hoch irgendwas ist immer 1. Das heißt, ich kriege so ein Stück hier, das sieht so aus wie eben. Bei dem zweiten kann ich das auseinanderziehen und kann sagen, das ist 1 durch 2 hoch 2, also der Wert 1/4, den ich vorhin schon ausgerechnet habe, mal 1/2 hoch i, und 1/2 hoch i bedeutet in den komplexen Zahlen einfach eine Drehung. Das heißt, Sie bekommen dieses kleine grüne Stück, was wir eben schon mal hatten, allerdings gedreht. Und die Drehung hängt von diesem Faktor 1/2 hoch i ab. Also wenn Sie irgendeine Zahl hoch i nehmen, dann bedeutet das einfach, das beschreibt eine Drehung. Und es ist so, je kleiner die Zahl ist, desto stärker ist der Drehwinkel. Das heißt, wenn ich jetzt den nächsten Faktor nehme, dann hänge ich wieder ein noch kleineres Stück dran, das aber noch stärker weggedreht ist. Und wenn ich den nächsten Faktor nehme, dann hänge ich wieder ein noch kleineres Stück dran, was noch weiter weggedreht ist. Und wenn ich jetzt wieder Punkt, Punkt, Punkt immer weitermache, dann bekomme ich so eine Art Spirale, die sich in sich selbst irgendwann wieder reindreht. Das heißt, da gibt es auch einen Punkt, den man tatsächlich ausrechnen kann. Der liegt dann hier. Also es ergibt durchaus Sinn, Werte einzusetzen, auch komplexe Zahlen in diese Zeta-Funktion. Allerdings haben die alle einen großen Nachteil. Das Ganze funktioniert sozusagen nur bis zu dieser magischen Grenze 1, die wir vorhin gesehen haben, wo ich nicht mehr einsetzen kann, weil der Wert dann gegen unendlich geht. An dem Problem saß Riemann sozusagen irgendwann. Übrigens, ich habe hier mal hingeschrieben, die Idee ist von jemandem, der auf YouTube ganz schöne Mathe-Videos macht, der heißt 3 Blue, 1 Brown. Und der hat lustigerweise, als ich meinen Vortrag eigentlich schon fertig hatte, vor einer Woche genau zu diesem Thema ein Video veröffentlicht. Das fand ich so schön, dass ich das gleich mal nachprogrammiert habe. Das beschreibt sozusagen die Situation, in der Riemann war. Er konnte in diesem Bereich der komplexen Zahlenebene diese Zeta-Funktion ausrechnen, mit sehr viel Mühe, ohne Computer. Hier liegt die 1, da geht es ja nicht, weil es zu groß wird, und rechts davon konnte er theoretisch alle Werte ausrechnen. Und ich habe jetzt hier mal so ein Gitter exemplarisch von Werten raufgelegt, die man ausrechnen könnte.
und ich zeige Ihnen jetzt mal als Animation, welche Werte rauskommen. Das Problem ist immer, man kann komplexwertige Funktionen nicht so richtig darstellen, weil man dafür 4 Dimensionen bräuchte und wir können ja nur in 3 Dimensionen denken. Man kann die aber, wenn man als 4. Dimension die Zeit hinzunimmt, darstellen. Das heißt, ich stelle jetzt sozusagen, das sind die Werte, die ich in die Zeta-Funktion einsetze und jetzt lasse ich die Zeit ablaufen und dann sieht man, welche Werte rauskommen, also was man sozusagen ausrechnen kann. Das sieht ganz hübsch aus. Also schauen Sie mal drauf, das sind so ein paar Beispielwerte, die liegen alle rechts von der 1. Ich setze die ein und was macht diese Zeta-Funktion mit denen? Die macht das. Ich zeige es Ihnen nochmal. Ich habe jetzt extra in der Nähe der 1 habe ich die Striche ein bisschen dichter gemacht, weil diese 1 ja sowas wie der kritische Punkt ist. Und man kann sich jetzt so vorstellen, dass je näher Sie an der 1 sind, desto weiter werden sie auseinandergedrückt, weil ich ja nah an diesem Pol bin. Das heißt, wenn Sie sich jetzt zum Beispiel mal konzentrieren auf Linien, die hier sind, dann werden Sie sehen, dass mit denen was anderes passiert, als mit Linien, die hier außen sind. Die Linien, die nah an der 1 sind, die werden auseinandergepustet und die Linien, die weiter weg sind, die werden eher zusammengezogen. Ja, also das ist eigentlich der Punkt, an dem Riemann stand. Und wenn man sich das so anguckt, dann schreit das irgendwie danach, auf die ganze Ebene ausgedehnt zu werden. Also man möchte eigentlich gerne das Ding auch links haben und möchte dann gucken, was da insgesamt dabei rauskommt. Und es gibt in der komplexen Analysis Methoden, das zu machen, die sind aber schon ziemlich schwierig. Das bedeutet mathematisch, wenn Sie eine Funktion haben, die auf einem Teil der komplexen Ebene definiert ist und da, ich sag mal, gute Eigenschaften hat, sich ordentlich benimmt, das heißt zum Beispiel, dass sie überall differenzierbar ist, dann ist es eventuell möglich, diese Funktion auf die ganze Ebene auszudehnen. Und wenn das möglich ist, das nennt man analytische Fortsetzung, dann gibt es nur eine Möglichkeit, das zu tun. Das heißt, wenn es möglich ist, diese Funktion auf die ganze Ebene auszudehnen, und das wusste auch Riemann, dann kann man das nur auf eine Art machen. Das bedeutet sozusagen, in dieser Funktion, die zurzeit nur auf der rechten Hälfte der Ebene definiert ist, steckt sozusagen schon alles drin, was man wissen muss, um sie auf die linke Hälfte der Ebene auszudehnen. Und diese Lösung hat Riemann gefunden. Das heißt, er hat herausgefunden, wie man diese Funktion auf die linke Seite der Ebene mit einer analytischen Fortsetzung ausdehnen kann. Das sieht dann so aus, dass sie überall definiert ist, bis auf diesen einen Punkt in der Mitte. Da kann man sie nicht definieren, aber überall sonst ist sie definiert. Und wenn man sie jetzt laufen lässt, dann sieht der ganze Prozess so aus, dass man wirklich eine schöne symmetrische Figur hat, die sich da ergibt. Also das ist das, was die Riemann-Funktion, die Riemannsche Zeta-Funktion auf ganz C macht. Und eine der wesentlichen Sachen, die Riemann gemacht hat, ist, er hat mit sehr diffizilen Methoden diese analytische Fortsetzung von dieser Funktion gefunden. Eine Sache vielleicht nochmal, woran man erkennen kann, dass er wirklich das Richtige gemacht hat. Die Funktion, die er gefunden hat, muss nach der Theorie eine sogenannte holomorphe Funktion sein. Das bedeutet, sie muss überall differenzierbar sein. Für komplexe Zahlen bedeutet das, eine Funktion, die überall differenzierbar ist, darf Winkel nicht ändern. Also, insbesondere, die horizontal verlaufenden Linien sind ja alle in so rötlichen Tönen gehalten und die vertikal verlaufenden Linien alle in kalten blau-grünen Tönen und die sind immer rechtwinklig zueinander. Wenn ich jetzt die Zeta-Funktion anwende, dann müssen danach die roten Linien auch immer noch alle rechtwinklig zu den grünen und blauen Linien sein. Und Sie sehen, dass das tatsächlich stimmt. Wenn Sie sich jetzt hier irgendwo einen Schnittpunkt raussuchen und legen hier die Tangenten an, hier die Tangente und hier, dann sind das alles immer noch rechte Winkel. Also das ist sozusagen ein mathematisches Zeichen dafür, dass das wirklich die analytische Fortsetzung ist, die Sie hier sehen. So sieht dann diese Funktion Zeta aus, wenn Sie sich jetzt die sozusagen von oben anschauen auf der komplexen Zahlenebene. Man kann natürlich, weil man 3 Dimensionen hat, nicht die ganze Funktion zeigen, aber man kann zumindest den Betrag der Funktion zeigen. Was man hier jetzt unter anderem sieht, sind diese beiden grünen Punkte. Das sind die, die wir ganz zuerst ausgerechnet haben. Also hier ist Zeta 2 und hier ist Zeta 3. Da hatten wir uns überlegt, also das ist das, was Euler ausgerechnet hatte, Pi Quadrat Sechstel. Das wäre der nächste Wert. Das heißt, diese Linie hier ist die reelle Achse. Hier würde es immer weiter nach oben gehen. Das ist dieser Pol bei 1, wo unendlich rauskommt. Das ist die imaginäre Achse.
Es stellt sich aber raus, dass das gar nicht der interessante Teil der Funktion ist. Darum werde ich jetzt sozusagen den Blick ein bisschen weiter in die Vogelperspektive schwenken. Wir gehen jetzt ein bisschen höher und gucken uns an, was weiter in diese Richtung nach da oben hin passiert. Das sieht dann so aus. Also das, was wir vorhin hatten, ist hier unten dieser kleine Teil. Und wenn Sie weiter nach oben gehen auf der imaginären Achse, dann sehen Sie, dass Sie hier ab und zu so Löcher kriegen. Das sind Nullstellen. Und das sind die, um die es geht. Und das sind übrigens diese Werte, die Turing mit diesem komischen Computer berechnen wollte, 1950. Also er wollte wissen, wo genau diese Nullstellen liegen. Ich hatte ja vorher schon gesagt, in der Ankündigung Formeln sowieso nur zum Angeben, aber das wäre übrigens, wenn Sie jetzt eine Formel haben wollen, mit der Sie die Riemann-Funktion überall ausrechnen können, nicht nur rechts von der 1, das wäre eine Möglichkeit, sie auszurechnen. Die sieht auf den ersten Blick relativ kompliziert aus, ist aber gar nicht so schlimm. Die könnte man ganz simpel in ein Computerprogramm umsetzen. Das würde in Python zum Beispiel so aussehen, das ist echt nicht viel Arbeit. Die Formel ist nicht dafür geeignet, schnell und genau zu rechnen, aber man kann zumindest exemplarisch mal ein paar Werte ausrechnen. Und ich will das jetzt wirklich mal machen. Wir können das zum Beispiel benutzen, um z von 2 auszurechnen. Und Euler hatte ja gesagt, das ist Pi Quadrat geteilt durch 6, also Pi mal Pi geteilt durch 6. Und Sie sehen, bis auf Rundungsfehler stimmt das tatsächlich. Z von 2 ist wirklich Pi Quadrat geteilt durch 6. Jetzt können Sie Z von 1 ausrechnen, da bekommen Sie Infinity raus, das ist dieser unendliche Wert. Was vielleicht mal ganz interessant ist, das ist das, worauf ich eigentlich hinweisen wollte, wenn Sie Z von minus 1 ausrechnen, dann kommt raus ein Wert, der, wenn man ihn als Bruch ausdrückt, minus 1/12 ist. Es kursieren ab und zu so Videos auf YouTube, in denen erzählt wird, wenn Sie ausrechnen 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 und Sie rechnen immer weiter, dann kommt minus 1/12 raus. Das ist der Grund für diese Videos, aber das stimmt nicht. Der Zusammenhang ist der, dass man sagt, wenn ich die Zeta-Funktion hätte, so wie sie ursprünglich definiert war, über die Euler-Summe, und würde in diese Zeta-Funktion minus 1 einsetzen, dann hätte ich tatsächlich die Summe 1 plus 2 plus 3 plus 4 und so weiter. Und da dieses Ding ja die analytische Fortsetzung davon ist, kann ich ja so tun, als wäre das die Summe, und da kommt ja offensichtlich minus 1/12 raus. Aber dieser Zusammenhang ist natürlich an den Haaren herbeigezogen, weil links von dem Pol ist das die analytische Fortsetzung, aber nicht mehr die Summe. Darum kann man nicht einfach sagen, da kommt minus 1/12 raus. Nur falls Sie mal so ein Video sehen. Ne? Also glauben Sie nicht, was Sie im Internet sehen, glauben Sie nur mir, wenn Sie irgendwas... Okay, man kann das noch auf andere Arten und Weisen ausrechnen, die Zeta-Funktion. Das will ich jetzt aber gar nicht so weit vertiefen. Da sind jetzt viele Dinge, die Sie wahrscheinlich noch nie gemacht haben. Das ist ein sogenanntes Konturintegral, da kommt die Gamma-Funktion vor und alles Mögliche. Damit will ich eigentlich nur sagen, man kann die Werte der Zeta-Funktion ausrechnen. Jetzt aber die Frage, was ist eigentlich wichtig an der Zeta-Funktion? Wir haben die eben quasi so von oben gesehen und haben ihre Beträge gesehen. Jetzt gucken wir uns die nochmal von oben an, aber gucken uns ihre Argumente an. Also die, wenn Sie sich entsinnen, die Winkel der komplexen Zahlen. Das sieht so aus. Wenn Sie die von oben anschauen, dann sehen so die Winkel der komplexen Zahlen aus. Im gewissen Sinne können Sie sagen, auf der rechten Seite ist sie relativ langweilig, links scheint was zu passieren. Und da kann man jetzt, wenn man so ein bisschen näher hinschaut, ein paar Dinge erkennen. Einmal hier, das ist dieser Schornstein, der da vorhin hochkam, der Pol, also die Unendlichkeitsstelle, die liegt an der Stelle 1. Etwas, was man auch relativ leicht ausrechnen kann, jedenfalls wenn man sich mit der Mathematik dahinter auskennt, ist, dass an diesen ganzen Stellen überall 0 rauskommt. Das sind die Stellen minus 2, minus 4, minus 6, minus 8 und so weiter. Die nennen die Mathematiker die trivialen Nullstellen. Mathematiker nennen irgendwas immer trivial in dem Moment, wo sie es verstanden haben. Dann ist es auf einmal trivial. Das heißt, man kann sehr leicht ausrechnen, dass für alle negativen geraden Zahlen 0 rauskommt. Und es stellt sich raus, die sind nicht so wichtig, diese Nullstellen. Das sind die trivialen Nullstellen. Aber es gibt noch ein paar andere Nullstellen und die liegen da. Da und da oben. Das sind die interessanten Nullstellen. Und da gibt es noch mehr von. Und darum werden wir uns jetzt mal den Bereich da oben, wo 3 von diesen interessanten Nullstellen sind, ein bisschen genauer anschauen. Das heißt, ich vergrößere den mal ein bisschen. Dann sieht der so aus. Da liegen unsere 3 Nullstellen. Um die hat sich Riemann eigentlich gekümmert. Und was man inzwischen weiß und was bewiesen ist, ist, dass alle Nullstellen der Zeta-Funktion, die nicht zu diesen langweiligen Trivialen gehören, auf diesem Streifen liegen.
Das nennt man den kritischen Streifen. Der ist eine Einheit lang, das heißt, er geht von 0 bis 1 und läuft die ganze imaginäre Achse lang. Also alle Nullstellen, die die Zeta-Funktion überhaupt noch hat, außer den langweiligen, liegen auf dem kritischen Streifen. Das weiß man, das ist mathematisch bewiesen. Man weiß noch mehr, man weiß, es gibt unendlich viele und man weiß, die liegen immer spiegelbildlich zur reellen Achse. Also für jede Nullstelle, die Sie oben haben, haben Sie unten eine gespiegelte. Das ist alles schon klar. Riemanns Vermutung war die folgende. Riemann hat vermutet, dass die alle sogar auf diesem Streifen liegen. Das heißt, er hat vermutet, alle Nullstellen liegen genau in der Mitte des kritischen Streifens. Das ist schon die ganze Riemannsche Vermutung. Und wenn das stimmt, dass wirklich alle Nullstellen auf diesem kritischen Streifen liegen, dann folgen diese ganzen Sachen, die ich Ihnen erzählt habe. Also es liegt eigentlich an dieser ganz kleinen Sache, die aber bisher niemandem gelungen ist zu beweisen. Was gelungen ist, ist, man hat Computer angeworfen und hat sich die ersten so und so viele Millionen Nullstellen ausrechnen lassen und die liegen tatsächlich alle auf diesem kritischen Streifen. Aber Sie haben ja vorhin an der Sache mit Hardy gesehen, Entschuldigung, an der Sache mit Littlewood gesehen, dass die Tatsache, dass man Millionen von Werten mit dem Computer ausrechnet, noch nicht heißen muss, dass das auch stimmt. Ja? Es deutet sehr viel darauf hin, dass die Riemannsche Vermutung richtig ist, aber ob das wirklich stimmt, man weiß es nicht. Jetzt wissen Sie zumindest, was Riemann vermutet hat. So ähnlich wie eben, damit Sie mal sehen, wie viel sozusagen Schönheit in dieser Funktion steckt, werde ich jetzt mal diese kritische Linie langlaufen. Das heißt, auf der linken Seite, wo jetzt der blaue Punkt hier ist, lasse ich diesen Punkt langsam auf der kritischen Linie nach oben steigen. Der sitzt also nicht genau auf dem Nullpunkt, sondern der sitzt ein halb daneben, damit er auf der kritischen Linie hochwandern kann. Und währenddessen zeige ich Ihnen im rechten Koordinatensystem, was der Funktionswert macht. Ab und zu wird der Funktionswert durch den Nullpunkt gehen, dann wird er kurz aufleuchten. Das ergibt dann immer hier eine Nullstelle, weil das ja, wir wollen nicht an den Nullstellen interessieren. Und jetzt können Sie mal sehen, was der sozusagen da für einen Zirkus veranstaltet, während er da hochläuft. Also links läuft er hoch, rechts der Funktionswert. Und jetzt, zack, ist er durch den Nullpunkt gegangen, da haben wir die erste Nullstelle. Jetzt geht er wieder durch den Nullpunkt. Und wieder. Und vielleicht nochmal. Ja. Und während wir das schauen, kann ich Ihnen nochmal ein paar andere lustige Sachen über die Zeta-Funktion erzählen. Ein Russe namens Voronin hat Ende des 20. Jahrhunderts gezeigt, dass die Riemannsche Zeta-Funktion sozusagen maximal chaotisch ist. Das heißt, wenn man das laienhaft ausdrückt, auf diesem kritischen Streifen kommt quasi eine Kopie jeder anderen holomorphen Funktion vor. Das heißt, der kritische Streifen ist sehr unterhaltsam. Der ist nicht in irgendeiner Form vorhersagbar, sondern jede andere holomorphe Funktion, die Sie sich vorstellen können, mit minimalen Einschränkungen, kommt als approximierte Kopie irgendwo auf diesem kritischen Streifen vor. Und Sie sehen ja auch schon an dem, was unser Punkt hier macht, dass der offenbar viel Spaß hat. Und immer wenn er durch den Nullpunkt geht, dann hinterlassen wir eine von diesen berühmten Nullstellen der Zeta-Funktion, von denen damals Turing die ersten 1000 ausgerechnet hat. So, jetzt sind wir fast durch. Ich wollte Ihnen am Schluss noch etwas sagen, quasi zur Interpretation dessen, was da eigentlich hintersteckt. Also warum sind diese Nullstellen so wichtig und was bedeuten sie? Dass die irgendwie mit den Primzahlen zusammenhängen, hat man an diesem Euler-Produkt gesehen, aber irgendwann verliert man quasi ganz aus den Augen, dass das mal ursprünglich was war, was von den Primzahlen kam. Und man hat nur noch so eine sehr komplizierte, chaotische, komplexwertige Funktion. Um das zu verstehen, muss ich mal so einen Crashkurs 2 Minuten in Fourier-Analyse machen. Einige von Ihnen kennen das schon, wenn Sie das noch nicht kennen, ganz simple Geschichte, das ist überhaupt nicht simpel, aber ich versuche es Ihnen ganz simpel zu erklären. Fourier, Franzose, hat diese Fourier-Analyse begonnen, ein paar Jahrzehnte bevor Riemann gearbeitet hat. Fourier hat sich ursprünglich eigentlich für Wärmeleitung interessiert und dafür diese Theorie entwickelt. Fourier ist übrigens der erste Mensch, der auf den Treibhauseffekt aufmerksam gemacht hat, im 19. Jahrhundert schon. Also allein aufgrund von theoretischen Überlegungen hat er darauf hingewiesen, dass es sowas geben muss wie einen Treibhauseffekt. Obwohl die ursprüngliche Fourier-Theorie für solche physikalischen Phänomene wie Wärmeleitung gedacht war, kann man sie eigentlich nach meiner Meinung am besten verstehen im Zusammenhang mit Musik. Wenn Sie Musik hören, dann ist das ja eine Welle. Also Sie haben irgendetwas, was einen Ton erzeugt.
Dieses Ding schwingt hin und her und verdrängt durch seine Schwingungen die Luftmoleküle. Und diese Luftmoleküle geben diesen Druck an ihre benachbarten Luftmoleküle ab. Und weil das, was die Schwingung erzeugt, hin und her schwingt, ist der Druck mal größer und mal kleiner. Und diese Druckwelle, die mal größer und mal kleiner wird, kommt bei ihrem Ohr an. Und je nachdem, wie schnell diese Druckwelle hin und her schwingt, also je nach Frequenz, hören Sie unterschiedliche Töne. Das macht man zum Beispiel mit so einer Stimmgabel. Stimmgabeln benutzt man deswegen, weil die sehr wenige Obertöne haben. Sie haben fast einen reinen Klang. Es gibt in der Natur sowas wie einen reinen Klang, gibt es überhaupt nicht. Ein reiner Klang wäre sowas wie das da, eine reine Sinuskurve. Was Sie eigentlich immer hören in der Natur, sind Grundtöne zusammen mit ihren Obertönen. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel verschiedene Musikinstrumente unterschiedlich klingen. Wenn Sie auf einer Oboe und einem Klavier beide mal denselben Ton spielen, klingen die völlig unterschiedlich, obwohl es derselbe Ton ist. Das liegt daran, dass durch die Bauart und die Art der Tonerzeugung zusammen mit dem Grundton verschiedene Obertöne mitschwingen, die insgesamt das ausmachen, was wir Klangfarbe nennen. Und Oberton ist sowas zum Beispiel, dass Sie zusätzlich zu der eigentlichen Schwingung, diese Orange, zum Beispiel noch eine Kurve haben, die genau doppelt so schnell schwingt. Oder dass Sie, das nennt man übrigens eine Oktave, also Sie haben einen Ton und einen, der doppelt so schnell schwingt, das nennt man in der Musiktheorie eine Oktave. Oder dass Sie zu dem grünen Ton, der mit der doppelten Frequenz schwingt, noch den blauen Ton haben, der mit der dreifachen Frequenz schwingt. Dann haben Sie ein Tonverhältnis 2:3, nennt man eine Quinte. Das heißt, hier hätten Sie jetzt alle drei Töne zusammen, Oktave und Quinte. Also ein Ton, den wir hören, ein Klang, setzt sich im Allgemeinen aus mehreren Grundschwingungen zusammen. Allerdings so einfach ist es nicht, weil die kommen natürlich nicht alle netterweise einzeln an bei unserem Ohr, sondern bei unserem Ohr kommt ja nur ein Ton an. Es kommt ja nur eine Schwingung an. Das heißt, in der Realität addieren sich diese Schwingungen aufeinander und das, was dann bei Ihrem Ohr ankommt, sieht zum Beispiel so aus, wenn es wirklich nur zwei Töne wären. Ist noch viel komplizierter. Oder wenn Sie drei Töne hätten, dann würden Sie die Addition dieser drei Töne bekommen. Das wäre dann so eine Kurve, die bei uns am Ohr ankommt. Und wenn Sie gute Ohren haben, können Sie trotzdem quasi die einzelnen Töne wieder raushören. Also wir sind ziemlich gut mit unseren Ohren. Und wenn Sie zum Beispiel musikalisch geschult sind, können Sie sagen, ich höre eine Quinte. Das heißt, Sie haben offensichtlich zwei Töne aus diesem Klanggemisch raushören können. Ja? Und die Fourier-Theorie macht im Prinzip nichts anderes mit mathematischen Methoden. Also die Fourier-Theorie funktioniert so, dass Sie sozusagen so eine gemischte Kurve da reingeben können und die zieht Ihnen die einzelnen Töne aus der Kurve wieder raus in Form eines sogenannten Frequenzspektrums. Das heißt, das ist ein komplizierter mathematischer Apparat, auf den ich jetzt nicht weiter eingehen will. Und wenn Sie da so eine Kurve reinfüttern, dann gibt er Ihnen quasi aus, diese Kurve besteht aus drei überlagerten Tönen mit folgenden Frequenzen. Das ist das, was die Fourier-Theorie für Sie macht. Und Sie können natürlich hin und her springen. Sie können einerseits so einen Ton nehmen und den in sein Spektrum zerlegen und umgekehrt können Sie natürlich, wenn Sie das Spektrum haben, den Ton auch wieder zusammenbauen. Weil da ja sozusagen steht die Bauanleitung, wie ich aus den Einzeltönen den Gesamtklang wieder machen kann. Das ist eigentlich Fourier-Theorie in 2 Minuten erklärt. Und was passiert, wenn Sie jetzt etwas kompliziertere Schwingungen nehmen? Es wird dann schwierig für die Fourier-Theorie, wenn Sie in die Fourier-Theorie Funktionen einfüttern, die nicht glatt sind. Ich habe jetzt mal eine genommen, die solche Zacken hat. Das können Sie künstlich erzeugen, zum Beispiel so Sägezahnschwingungen oder sowas. Und die von Ihnen, die sich mit Fourier-Theorie schon beschäftigt haben, werden wissen, dass man das immer noch in seine Schwingungsanteile zerlegen kann. Das heißt, Sie kriegen immer noch so ein Spektrum wie hier. Allerdings mit dem Haken, dass Sie, das soll durch dieses Punkt, Punkt, Punkt hier angedeutet werden, unendlich viele Schwingungsanteile brauchen. Das heißt, Sie können diese Kurve nur dann wieder zusammenbauen, wenn Sie unendlich viele Frequenzanteile zusammensetzen. Wenn Sie nur endlich viele nehmen, dann bekommen Sie nur eine Näherung dieser Kurve raus. Also beispielsweise, hier, man kann es hier vielleicht gerade noch so sehen, hier ist die erste Frequenz, die zweite, hier ist die dritte, vierte kann man schon gar nicht mehr sehen. Und die Vorstellung ist, dass es hier immer weitergeht. Jetzt nehme ich mal nur die ersten beiden Frequenzen und baue die wieder zusammen. Dann kriege ich diese Kurve. Sie sehen, die Kurve bemüht sich so auszusehen wie die hier, kriegt sie aber nicht hin, weil wenn ich nur endlich viele Komponenten nehme, ich immer so was schön Glattes kriege, aber ich will ja so was Zackiges haben hier.
Wenn ich jetzt zum Beispiel 3 Frequenzen nehme, diese und diese und diese, dann kriege ich diese Kurve, die besser ist als die, als Näherungswert für die hier oben, aber sie ist immer noch glatt, sie wird nie so wie die sein. Aber Sie können sich vielleicht vorstellen, je mehr Frequenzen ich hier nehme, desto näher komme ich der Kurve, die es eigentlich mal war. Aber wirklich kriegen kann ich sie nur, wenn ich alle nehme. Und jetzt müssen die Primzahlen wieder drankommen. Ich glaube, das ist der letzte Mathematiker, der heute vorgestellt wird. Das ist Chebyshev, ein russischer Mathematiker, auch ein Zeitgenosse von Riemann. Der hat sich noch eine andere Methode überlegt, wie man an die Primzahlen rangehen könnte. Das ist die sogenannte Chebyshevsche Psi-Funktion. Die will ich Ihnen mal an einem Beispiel erklären, wie man deren Werte ausrechnet. Wenn Sie zum Beispiel den Wert Psi an der Stelle 20 haben wollen, dann nehmen Sie die Zahlen darunter und gucken sich nur die an, die entweder Primzahlen sind oder Potenzen von Primzahlen. Also fangen wir mit der 2 an. Unter der 20 finden Sie die 2 selbst, aber auch das Quadrat von 2 und 2 hoch 3 und 2 hoch 4. Sie würden also sozusagen sagen, die 2 ist eine Primzahl, die 4-mal unterhalb der 20 vorkommt. Darum hat Chebyshev gesagt, wir rechnen die Zahl 4-mal, weil sie ja 4-mal vorkommt, und nehmen aber nicht die 2 selbst, sondern ihren Logarithmus. Aus bestimmten Gründen, das hat was mit der Gewichtung zu tun. Jetzt nehmen Sie die 3 kommt 2-mal vor, einmal sie selbst und einmal ihr Quadrat. Das heißt, Sie nehmen 2-mal die 3, aber nicht die 3 selbst, sondern ihren Logarithmus. Jetzt, was gibt es noch an Primzahlen? Da gibt es noch die 5, die 7, die 11, die 13, 17, 19, die kommen alle nur einmal vor. Das heißt, es kommt noch hinzu Logarithmus von der 5, von der 7, bla 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 bla. Das rechnen Sie alles aus und dann kommt daraus ungefähr 19,2657. Okay. Wenn Sie ein bisschen was zu Hause machen wollen, nur mal so nebenbei, man könnte die auch anders ausrechnen, will ich aber jetzt nicht weiter darauf eingehen. Sie könnten auch erst das kleinste gemeinsame Vielfache der ganzen Zahlen ausrechnen und dann davon den Logarithmus. Muss dasselbe rauskommen. Kommt es auch, aber das soll uns jetzt nicht interessieren. Ich zeichne die einfach mal auf, diese Funktion. Das ist wieder eine von diesen Treppenfunktionen. Und wie bei den anderen Treppenfunktionen, die wir schon gesehen haben, ist auf irgendeine Art und Weise in diese Treppenfunktion sozusagen alles reinkodiert, was man über die Primzahlen weiß. Was man jetzt machen kann, jetzt kommt eine furchterregende Formel, aber das ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Man kann diese Chebyshevsche Psi-Funktion in einen Zusammenhang setzen zu den Nullstellen der Riemannschen Zeta-Funktion. Man kommt auf diese Formel hier. Also das, was links steht, ist diese komische Treppe von Chebyshev, die wir eben gerade gesehen haben. Auf der rechten Seite steht was relativ Einfaches, x selbst. Das ist nicht so überraschend. Die Funktion sieht ja fast genauso aus wie die Funktion y gleich x. Ne? Also x selbst, und dann kommen da sozusagen Korrekturterme. Sie müssen einmal den Logarithmus von 2π abziehen, das ist eine Konstante, und dann müssen Sie diese komische Summe abziehen, wobei Rho bedeuten soll, hier müssen Sie alle Nullstellen der Zeta-Funktion einsetzen. Und dann kommt genau diese Chebyshev-Funktion raus. Also wenn Sie alle Nullstellen der Zeta-Funktion kennen würden, könnten Sie die Chebyshev-Funktion genau ausrechnen. Jetzt kann man diesen Term noch ein bisschen komplizierter machen, wodurch aber eigentlich deutlicher wird, was passiert. Was man jetzt macht, ist, man guckt sich diese Nullstellen hier an und erinnert sich daran, dass es ja 2 Sorten Nullstellen gibt. Die langweiligen, die hier lagen, und die interessanten, die auf dem kritischen Streifen lagen. Das heißt, wir teilen diese Summe hier in die 2 Sorten auf, die langweiligen Nullstellen und die interessanten Nullstellen. Dann sieht das Ganze so aus, dass hier vorne bleibt stehen. Das ist der Term, der von den langweiligen Nullstellen kommt, der ist auch langweilig, der ist ziemlich klein und spielt eigentlich keine Rolle. Und der Term, der von den interessanten Nullstellen kommt, der sieht jetzt etwas hakelig aus. Aber das Wichtigste für uns ist eigentlich, da taucht auf einmal ein Cosinus auf. Das heißt, wenn Sie so wollen, können Sie diesen Cosinus, der da auftaucht, interpretieren als ein Spektrum, so wie eben in der Fourier-Analyse. Das heißt, Sie können sich jetzt eigentlich vorstellen, dass diese Treppe, die Sie da hatten, sowas ist wie diese Zackenfunktion, die ich da hatte, die Sie jetzt mit Hilfe einer Art Fourier-Analyse annähern durch die Nullstellen der Zeta-Funktion. Ich zeige es Ihnen mal im Bild. Sie hätten sowas wie einen Grundton, das hatten wir vorher auch.
Und dann haben Sie sowas wie den ersten Oberton. Das wäre, ich gehe nochmal zurück. Also wenn Sie in diesem komischen Ausdruck hier die erste Nullstelle einsetzen, die erste von unten, dann kriegen Sie quasi den ersten Oberton. Grundton, erster Oberton, der läuft hier unten lang. Dann gibt es einen zweiten Oberton, das ist die zweite Nullstelle von der Zeta-Funktion und weitere Obertöne. Und die addieren Sie jetzt alle zusammen. Den Grundton, den ersten, zweiten, dritten Oberton und so weiter. Dann kriegen Sie eine Kurve. Das ist wieder Lego-Baukasten von der Fourier-Analyse. Und das sieht so aus. Sie fangen an mit der Chebyshev-Funktion, die Sie annähern wollen. Jetzt legen Sie auf die Chebyshev-Funktion den Grundton rauf, dann sieht das so aus. Das ist sozusagen die nullte Näherung. Jetzt legen Sie rauf den Grundton plus den ersten Oberton, dann sieht die Kurve so aus. Dann legen Sie rauf Grundton, ersten Oberton, zweiten Oberton, dann sieht sie so aus. Wenn Sie das bis 5 machen, sieht es so aus. Und wenn Sie das bis 10 machen, sieht es so aus. Und ich habe das Ganze nochmal animiert, weil man das, wenn man höhere Zahlen nimmt, noch besser sehen kann. Also hier geht es los. Das ist die Chebyshev-Funktion wieder. Und ich lasse jetzt einfach das so langsam laufen und lege nach und nach immer mehr Obertöne auf die Schwingung rauf. Und Sie gucken mal, inwieweit wir es damit schaffen, dieser Treppenfunktion näher zu kommen. Unten sehen Sie immer, wie viele Nullstellen ich eingesetzt habe, also bei welchem Oberton wir sind. Und ich lasse es mal ein bisschen schneller laufen. Und Sie sehen, dass sich die Kurve ziemlich genau an diese Treppe anschmiegt. Wenn Sie hier unten noch solche Zacken rausgucken sehen, dann kann das teilweise auch einfach an Rechenungenauigkeit des Computers liegen. Aber im Großen und Ganzen kann man, glaube ich, sehen, dass man nach und nach, je weiter man geht, inzwischen haben wir schon 170 Nullstellen eingesetzt, der Treppe immer näher kommen. Also das ist ein weiterer Beleg dafür, wie wichtig die Nullstellen der Riemannschen Zeta-Funktion für das Verständnis der Primzahlen sind, weil dies ja wieder so eine Primzahlentreppe ist, die man offensichtlich mit diesen Schwingungen, die von den Nullstellen kommen, annähern kann. Also das war die Formel, die wir eben hatten. Die gilt auf jeden Fall, das ist schon bewiesen. Wenn die Riemannsche Hypothese stimmen würde, dann würden ja all diese Nullstellen, das sind diese hier, auf dem kritischen Streifen liegen. Das würde bedeuten, dieser Wert hier wäre immer 1/2. Mit anderen Worten, hier würde stehen x hoch 1/2 und das ist ja nichts anderes als Wurzel aus x. Und da haben Sie wieder unsere Fehlerabschätzung ganz vom Anfang. Also das ist der Grund, warum der Fehler so klein wird, weil Sie hier eine Fehlerabschätzung haben. Das können Sie aber auch musikalisch interpretieren, wenn Sie so wollen. Diese Obertöne, die wir da eben gesehen haben, ich habe die jetzt mal ein bisschen auseinandergezogen, also im anderen Maßstab dargestellt. Das wäre der erste Oberton der Zeta-Funktion. Wenn die Riemannsche Hypothese stimmt, dann kann der den grauen Streifen nicht verlassen. Das heißt, was macht dieser Oberton? Sie sehen einerseits, die Frequenz wird immer geringer. Also das können Sie sich so vorstellen wie ein Ton, der hoch anfängt und dann langsam tiefer wird. Gleichzeitig wird er aber auch immer lauter. Das bedeutet, dass die Amplitude immer weiter ansteigt. Aber, wenn die Riemann-Hypothese stimmt, wird er auf eine kontrollierte Art lauter. Er bleibt in diesem Wurzel-x-Schallpegel drin. Das gleiche gilt für den zweiten Oberton, der sieht so aus. Auch da wird die Tonhöhe immer tiefer, gleichzeitig wird der Ton immer lauter. Und das gilt für all diese Obertöne. Das heißt, wenn die Riemannsche Hypothese stimmt, dann verhalten sich diese Obertöne alle gleich. Was sowieso klar ist, ist, dass bei allen die Frequenz sinkt und die Lautstärke größer wird. Was aber, wenn die Riemannsche Hypothese stimmt, nicht passieren kann, ist, dass sozusagen einer aus der Reihe tanzt und lauter als die anderen singt. Also die Riemann-Hypothese sagt quasi, alle Obertöne halten sich an die gleichen Lautstärkeregeln. Oder wenn Sie es poetisch ausgedrückt haben wollen, wenn die Riemannsche Vermutung wahr ist, dann ist die Musik der Primzahlen harmonisch. Und da Mathematiker es ja immer sehr wichtig finden, dass das, was man rausbekommt, ästhetisch ist, ist das eigentlich ein schöner Abschluss des Vortrags. Also das ist mit ein Grund, glaube ich, warum alle Mathematiker hoffen, dass das irgendwann mal bewiesen wird, weil man dann erkennt, dass alles so schön miteinander zusammenhängt. Wenn Sie da ein bisschen mehr drüber lesen wollen und auch einige von den Anregungen, die ich mir hier selbst geholt habe für den Vortrag, es gibt viele gute Bücher drüber, ich habe mal 3 rausgegriffen. Und ich fange mal hier unten an. Das ist eher so ein populärwissenschaftliches Buch. Marcus du Sautoy, das ist der Typ, der für die BBC immer die Mathe-Dokus macht.
Das heißt The Music of the Primes, da kommt also der Titel Musik der Primzahlen her. Und das ist mehr so etwas, es erzählt auch was über die Mathematik, aber viel auch einfach über die Geschichte und die Personen dahinter. Die anderen beiden Bücher, sehen Sie, sind beide noch relativ neu. Die sind beide gedacht für Leute, die auch so ein bisschen selbst mitdenken und rumexperimentieren wollen, setzen aber keine besonderen Mathematikkenntnisse voraus, also im Allgemeinen nur Schulkenntnisse. Vielleicht haben Sie ja Lust, sich das mal ein bisschen genauer anzugucken. Ansonsten, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, gerne.